Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und es geht heute wieder los. Genau. Ja, wir haben auf Bitte eines unserer Zuschauer einfach mal gedacht, wir machen ein Rückspiel um die Brücke mit leicht verändertem Gelände und mit leicht veränderten Armeeaufstellungen. Aber wir machen ein Rückspiel. Richtig, Genau. genau. Einfach nochmal, also wir haben es jetzt ein bisschen verändert, das Setting. Es geht halt immer noch um die Brücke, aber wir haben es ein bisschen anders jetzt aufgebaut. Werden wir euch gleich jetzt noch erzählen, wenn wir die Platte nochmal kurz zeigen und euch vorstellen. Und ja, Christian möchte heute die Brücke verteidigen. Genau. Die haben wir ja, Diesmal versuchen wir sie nicht irgendwie gegenseitig einzunehmen, sondern ich bin derjenige, der sich gleich ein bisschen verschanzen wird. Und du versuchst mit deinen Truppen die Brücke zurück zu erobern. ja. Genau. Schauen, ob mir das gelingt. Schauen wir mal. Ich glaube ja nicht. Ja, da würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lange rum, sondern gehen direkt zur Armeevorstellung und zum Tisch und zeigen euch, was heute so los ist. Alles klar, dann sehen wir uns bei der. Armeevorstellung. So sieht's aus. So, da würde ich sagen, zuerst einmal die alliierte Seite wird vorgestellt. Ich habe diesmal eine kombinierte Truppe aus Amerikanern und Briten, die ich aufstelle. Die Briten haben ein Kontingent. Ein unerfahrener Lieutenant führt zwei Trupps regulärer Soldaten an. Jedes Mal der NCO mit einer MP, 4 Gewehrschützen und ein Barschütze. Also kompletter 0815 Standard. Begleitet werden die von einem Sherman, 75 mm und Standardbewaffnung. Der hat nicht das oben dargestellte schwere MG. Das wollte ich jetzt nicht abreißen für dieses Spiel. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Das hat leider nicht mehr reingepasst von den Punkten her, deswegen denkt es euch weg. So, ansonsten habe ich hier die britische Truppe, die wird auch angeführt von einem unerfahrenen Lieutenant auf der rechten Seite. Ein kostenloser Forward Observer, wie er immer dazugehört bei den Briten, muss natürlich auch sein. Und dann habe ich 4x6 reguläre Gewehrschützen, ohne Schnick und Schnack, das heißt wirklich nur nackte Truppe. Hat den Grund, weil ich auch als Sonderregel die Rapid-Fire-Regel ausgewählt habe, sprich jeder 6er-Trupp hat 8 Schuss. Das macht ja doch schon einiges aus. Das gleiche habe ich hier noch ein Paratrooper-Trupp, auch mit 6 Mann, auch nur Gewehre, damit auch die von der Regel profitieren. Die werden begleitet von den beiden Panzerfahrzeugen aus dem letzten Mal. Hier einmal der AEC Mark III mit seiner mittelschweren Kanone und dem koaxialen MG und der gute Tetraich. Ach, das ist immer noch einer meiner liebsten Fahrzeuge, den finde ich so süß. Der Tetraich hat auch, wie dargestellt, den Little John Adapter. Dementsprechend, genau, sind wir dann summa summarum bei 13 Würfeln, die ich ins Feld führe. Und ja, schauen wir mal, was der Deutsche aufgestellt hat. Weil das ist eine sehr interessante Liste, die habe ich mir nämlich gerade schon angeschaut. Da bin ich mal echt gespannt, wie die sich schlägt. Ich bin auch gespannt. So, kommen wir zu der deutschen Truppe, die hier nochmal eiligst zusammengezogen wurde und den Ritterkreuzbefehl bekommen haben, hier die Brücke zurückzuerobern, nachdem sie es leider nicht geschafft haben, die Brücke einzunehmen. Ich habe heute einfach mal das zusammengezogen, was ich gerne mal spielen möchte, beziehungsweise was schon länger bei mir in der Vitrine steht und ja, einfach noch nie groß eingesetzt wurde. Vor sich hinstaubt, kannst Genau. du auch sagen. Vor sich hinstaubt, richtig. Und fangen wir einmal an mit dem Wirbelwind. Den wollte ich heute gerne mal spielen als regulärer Panzer. Einfach mal gucken, wie er sich heute schlägt. Der hat zumindest viel Feueroutput. Dann den Nebelwerfer. Auch schon länger nicht mehr gespielt. Bei mir allgemein mit Artillerie ist immer relativ wenig.
deshalb möchte ich das heute gerne mal spielen. Dann habe ich noch einen mittleren Mörser mit einem Spotter. Dann, was ich auch noch nie gespielt habe, einen Sani, Feldsanitäter. Dann einen Sniper als Veteran. Dann, was bei mir auch so gut wie nie vorkommt, ein Artillerieobserver mit Sturmwaffen auch ausgerüstet, weil er soll auch noch so ein bisschen was machen. Mein Leutnant mit Assistenten, auch mit Sturmgewehr ausgerüstet. Und dann haben wir hier zwei Waffen-SS-Einheiten. Einmal die französische Version, die mit der No Way Out-Regel, und die reguläre Waffen-SS-Version, wo man auch die Fanatics halt zukaufen muss. Bei der französischen ist die ja schon in den Punkten drin. Ja, jeweils 8 Mann, natürlich Veteranen. Und dann kommen wir in Summe auf ja, nur 9 Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Würfel. Mehr sind es nicht. Nein, bei mir sind es 13. Ja. Ja, da bin ich mal total gespannt, weil doch die Truppe doch sehr bunt zusammengewürfelt ist, aber sind schon ziemliche Brecheinheiten, würde ich sagen. Ja, dazu mal eine Frage. Der Wirbelwind, auf was für ein Chassis steht das? Ist ein Panzer 4? Das ist ein Panzer 4, genau, richtig. Der ist ein Panzer 4, hat auch noch ein Bug-MG. Das heißt, da sind auch nochmal 6 Schuss, die ich unterbringen kann. Oh, 6 Schuss. Ja, einfach mal gucken, was die Truppe heute bringt. Eine gewisse Taktik oder Strategie habe ich, aber ob die aufgeht, das werden wir dann heute sehen. Ja, siehst du, ich spiele heute mal ohne Strategie und Taktik. Ich werde mich schön eingraben in meiner Brücke. Und dann schauen wir mal, was passiert. Genau. Ja, da kannst du ja das Spielfeld direkt noch zeigen. Ja, Spielfeld. Wenn ihr so das letzte Video, den letzten Spielbericht gesehen habt, werdet ihr sehen, wir haben die Brücke etwas versetzt. Wir wollen es jetzt nicht, oder ich hatte es jetzt vorgehabt, das nicht nochmal so aufzubauen. Wäre jetzt auch interessant gewesen, das nochmal so zu stellen, aber ein paar Sachen hatte ich halt festgestellt, oder hatten wir festgestellt, im letzten Spiel hatte sich wirklich alles dann kompakt auf der Brücke versammelt und es gab auch für die Fahrzeuge halt keinerlei Bewegungsmöglichkeiten. Das habt ihr ja gesehen. Deshalb sind wir dazu übergegangen, hier noch eine kleine Alternativbrücke zu setzen, so dass wir halt gezwungen sind, im Spiel ja, uns ein bisschen aufzufächern, um halt ja, den Feind halt in den Rücken fallen zu können, wenn jemand das vorhat, und ich denke mal, dann verteilt sich das ein bisschen. Kernziel ist natürlich immer noch die Brücke. Christian muss sie halt halten und ich muss sie versuchen einzunehmen. Dann haben wir noch diverse Sachen im Umland. Hier nochmal einen kleinen Bauernhof auf der Seite. Hier noch ein paar Häuser, die dann hier Richtung zum Dorf gehen, was alles noch nicht bombardiert ist. Hier haben wir auf der Seite wieder ein paar Häuser, die schon zerstört wurden. Hier ein zerstörter Hanomag, also viele Versteckmöglichkeiten sind gegeben. Es sind aber immer noch genügend Möglichkeiten, hier mit Fahrzeugen über die Straßen zu fahren. Also gibt es da eigentlich auch keine Probleme. Ja, ansonsten, wenn man hier das mal aus der Distanz sieht, sieht das eigentlich recht hübsch aus, oder? Doch, ja, ich finde die Dichte der Gebäude und der ganzen Geländestücke finde ich schon richtig gut, weil ja, man hat nicht so viel offenes Feld und ja, ich denke mal, da werden wir, glaube ich, ein ganz schönes Spiel rausbekommen. Das denke ich auch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lange und melden uns gleich zur Runde 1. Runde 1. Runde 1. Du musst erstmal hier eben eine Bestandsaufnahme Ja, natürlich. Aber ich wollte dein hübsches Antlitz doch erst zeigen. So, ich habe, das war natürlich nur geflunkert. Ich habe hier vorne meinen AEC aufgebaut. Wir haben uns geeinigt, dass die Tommys alle die Brücke halten und die Amerikaner, die ich habe, nachher als Reserve kommen in der zweiten Runde. Genau, richtig. Dementsprechend, ja, haben ich schon schön meine Figuren aufgebaut. Brückenwächter. Die Brückenwächter, genau, hier vorne eine Sechser-Truppe, da eine Sechser-Truppe, der Offizier hinterm Häuschen. Hier oben ist eine Sechser-Truppe drin. Hier in der Geschützstellung ist eine Sechser-Truppe drin.
Und hier vorne habe ich meinen Artillerie-Observer aufgestellt. Hier unten versteckt hinter der Brücke steht noch der Tetrarch. Den übersieht man immer so gerne. Und der Deutsche hat einmal hier im Haus, ja genau, einmal dort den Spotter. Und hier im Haus brauchst du nicht hochmachen. Im ersten, ja, dann machen wir aus. Sonst glauben sie es ja nicht. Genau, im ersten Obergeschoss den Sniper versteckt. Waren die eigentlich alle altgedient? Der Spotter nicht, aber der Sniper ja. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, lass deine Finger einfach mal sausen und zeig uns den ersten Würfel. Grau. Germany. So, wir haben uns im Übrigen auch geeinigt, dass die Aufstellungszone ab hier, ich muss meinen Finger auch zeigen, sonst seht ihr das nicht, ab hier zählt. Das heißt also im Grunde genommen 12 Inch nach vorne, 12 Zoll. Und wenn der Deutsche dann seine Bewegung beendet hat, kann er bis zu 24 Zoll rankommen, damit wir auch noch ein bisschen Kampfaction nachher haben. Sonst sehen wir hier nur deutsche Bewegung und das könnte sonst bei 6 Runden sehr langweilig werden. Ja, das denke ich auch. Das ist dann immer das Problem, wenn man über die Kante halt spielt. Ne? Ich werde... Denk dran, deine Bewegung würde hier erst beginnen, ne? Ja, haben wir gerade gesagt. Das ist das Mörser-Team, ne? Das ist das Mörser-Team, genau. Genau. Das platziere ich hier. Alles klar. Die Mörser-Tonis. So, ich ziehe gleich mal den nächsten. Oh. Ja, dann würde ich sagen, da meine amerikanischen Truppen ja gleich so und so erstmal reinkommen werden, setze ich erstmal den Offizier auf Down. Du hast ja recht, ich wollte dir schon den Staffelstab aus den Händen reißen, aber du hast ja noch eine Truppe draußen. Ja, ich habe ja noch so vier Einheiten draußen. Deutsch. Mich wundert übrigens, dass du diesmal nicht auch einen Flieger aufgestellt hast. Ja. Ich war halt hart am Überlegen. Wir hatten ja vorher gesprochen gehabt, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gefühlt, weil wenn, hätte ich jetzt auch nicht diesen speziellen Flieger genommen, den du halt, sondern ich hätte den... Ja, kannst ja sonst so nicht, ne? Du hättest ja, der Deutsche hat ja 3 eigene Flieger. Jede Fraktion hat ja 3 Flieger. Genau, aber dieses System hätte ich dann praktisch nicht genommen, was du halt... Achso, du hättest den Standard. Normalen, genau. Okay. Aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Den Sniper setze ich mal direkt auf einen Ambush. Willst du jetzt jedes Mal den Würfel dafür das Haus auseinanderbauen? Ja. Leg den doch davor. Ja, dann sehen wir ihn wenigstens, sonst vergessen wir den gleich. Ja. Du kennst das doch, wenn wir irgendwo was verstecken. Ja. Ist uns manchmal schon nach dem Spiel aufgefallen, dass wir da noch was hatten. Dann suchen wir dann 10 Jahre. Genau. Ich mache es jetzt einfach ganz schnell und werde einfach die nächste Einheit amerikanische Soldaten auf Down setzen. Wie viele waren es jetzt insgesamt? 3? 4 sind draußen. Genau. So, der dritte Einheit geht auf Down. Oh. Deutsch. So, die sind mal reingerannt. Ich werde den Nebelwerfer für eine Rennenbewegung aktivieren. So, und zwar würde ich hier reinrennen.
gucken, wie lange wir das hier in dem Spiel sehen werden. Und auch da finde ich echt klasse. Ohne Base und so, da kannst du einfach die Minis dran stellen und fertig. Ja. Ist einer davon eigentlich ein Spotter oder hat der 4? Der hat 4. Es gibt keinen Spotter. Es gibt beim Nebelwerfer keinen Spotter. Ach ja, stimmt, das ist ja ein Mehrfachwerfer, ne? Richtig. Der trifft auch immer nur auf die 6. Ja, so wie ein Mörser, aber immer. Der kann sich auch nicht einschießen, ne? Sich nicht ein, Genau. Der hat dafür aber die Möglichkeit im Umkreis 6 Zoll rundrum die Einheiten auch zu treffen, ne? Ja. Gut. Aber Nebel dürfte er rein theoretisch auch schießen. Dafür ist er eigentlich entwickelt worden, ne? Ich weiß es nicht. Ist klar, er heißt Nebelwerfer. Heißt Nebelwerfer. Ob das wirklich jetzt... Also, wenn einer was von euch weiß, schreibt mal in die Kommentare, woher der Nebelwerfer heißt. Genau. Die heulende Kuh. Das Modell finde ich auch großartig. So, ich habe im Übrigen meinen 4. Würfel bekommen und meine letzte Einheit der Amerikaner, sprich der Panzer, geht auch down. Die kommen ja erst in der nächsten Runde, die Jungs. Ja, dann darfst du jetzt mit deinen Trupps weitermachen. Alles klar. Dann würde ich mal eben überlegen und gleich wieder einschalten. Ja, ich habe bisher alle meine Truppen auf Ambush gelegt. Die 4 Truppen in den entsprechenden Geschützstellungen und in den Häusern. Und der Offizier hat einen Snap 2 gemacht. Genau, und ist auch auf Ambush gegangen. Jetzt habe ich meinen nächsten Würfel bekommen und habe vor, den AEC hier hochzuziehen mit einem Advance. Das heißt, er darf ja sich drehen, fahren, drehen. Und dann werde ich dort vorne den Nebelwerfer beschießen. Genau, das ist mein BGR. Was nehme ich denn jetzt? Nehme ich das MG oder nehme ich... Wie sieht es denn da so aus, deckungstechnisch? Also, wenn ich das jetzt mal so sehe, ja gut, wir hätten definieren müssen, ob das dense Terrain ist. Aber es ist eigentlich nur ein Hindernis. Ich würde jetzt mal sagen, ich sehe direkt alles von dem Nebelwerfer. Gut, dann. Ja, dann kannst du ja abmessen, Distanz. Genau. Du hattest eine Medium, ne? Genau. Das ist eine Medium, ne, ich schieße mit dem MG. Ach so, du wolltest gerade überlegen, was du schießt, okay. Weil du koaxial hast, lange Reichweite sein. Genau, sind 27 Zoll. Das bedeutet, ich kann 5 Schuss. 5 Schuss auf die bewegt 5. Ne, lange Reichweite, bewegt 5. Ja, Kanonenschuss habe ich nicht. Genau. Also gibt es für den Nebelwerfer auch nicht, ne? So, auf alle Fälle schon mal 2 Treffer. Jupp. Regulär. Ein Verlust ist weg. Und ein Pin, das ist noch das Wichtigste. Ja. Zack. Ja. Schon mal ein Erfolg, ne? Dann musst du nur deinen Würfel da noch hinlegen. Wie Games Workshop geprägt wir sind. Schlimm. Genau, den Würfel muss ich noch da hinlegen, da hast du recht. Zack. So, wir sind mit der ersten Runde durch. Gehen wir nochmal eben kurz durch, was jetzt hier im Einzelnen passiert ist. Ich würde jetzt hier bei den Deutschen anfangen. Mörser ist reingerannt, hat sich positioniert. Wir haben hier einmal die Waffen-SS ist auch reingerannt. Dann seht ihr hier schon den Feuerbefehl von Christian, sein Artillerie-Observer. Dann ist hier mein Offizier, ist auch reingerannt. Dein Sani hast du noch vergessen. Ach, der Sani, stimmt. Cool bemalte Sani, genau. Der ist auch leider im Sperrfeuer. Gut, die waren ja eigentlich alle schon da. Das war der ARI-Observer. Hier ist die französische Waffen-SS-Einheit reingerannt in die unterste Etage im Erdgeschoss. Hier war der Sniper. Moment, ich muss erst einmal umrennen, sonst sieht man das schöne Fahrzeug. Natürlich ist so groß. Der Wirbelwind ist auf dieser Seite reingekommen, weil
da leider Christians Ari eingeschlagen hat. Das heißt, ich habe mich jetzt für diese Seite entschieden, obwohl es nicht mein Plan war. Muss man mit leben. Der Nebelwerfer hier, unverändert, Spotter. So, Christian, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir hat ja der AEC den Nebelwerfer erfolgreich einen Pin gesetzt, als auch einen Lebenspunkt genommen. Hier vorne habe ich, Entschuldigung, habe ich meine Paratrooper einmal ein bisschen laufen lassen. Habe alle Schützentrupps entsprechend auf Ambush gesetzt, die in der Brücke und Co. sind. Der Tetrarch ist ein kleines bisschen nach vorne gefahren, damit er ein bisschen besseren Sichtwinkel hat. Und der Offizier hatte ja entsprechend ein Snap 2 gemacht und ist auch in Ambush gegangen. Und der Deutsche hat hier seinen Artillerieschlag abgesetzt. Genau. Das ist soweit der Status. Jo. Die Amerikaner kommen ab der nächsten Runde, wenn sie wollen und Lust haben. Und dann würde ich sagen, wir räumen auf und dann geht es mit den Artillerieschlägen los. Dann so sieht's aus. 2.0. Dann live der britische Artillerieschlag. Getroffen. Er kommt. Nein, nicht getroffen, er kommt. So, als nächstes, wie viel Zoll? Das heißt 6 plus 5 sind 11 Zoll. Dann nehmen wir uns ein Maßband und messen mal 11 Zoll um den Einschlag. Ja, der Offizier ist drin. Sani. Die hier kommen nicht ran. Und Aber die 4, die ich wollte, passen. Ja. Gut, Super. dass ich meinen Wirbelwind hier nicht bezogen habe. Der hätte wahrscheinlich sofort einen Volltreffer gekriegt, so wie ich dich kenne. Das konnte ich mir jetzt aber nicht erlauben. Nein, das ist klar. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal 4 Würfel. Ich übergebe dir mal den Staffelstab. So, als erstes der Mörser. Eine 2. Die SS-Lungs haben eine 3. Der Sani hat nix. Glaube ich jedenfalls. Und der Offizier hat eine 4. So. Ja, Christian hat jetzt eben die Pins ausgewählt. Es war jetzt nirgendwo ein Volltreffer gewesen. Die Waffen-SS hat einen Pin bekommen. Der arme Sani musste dran glauben, der hatte 3 Pins bekommen. Offizier auch nur einer. Und der Mörser auch noch einer. So gesehen bin ich damit zufrieden. Damit kann man nicht, das stimmt. Ob aber Christian ist zufrieden ist? Meistens nur zum Verlangsamen des Vorlaufes. Dementsprechend Ist das schon richtig. Ja, aber ja, ich muss es ja jetzt auch erstmal besser machen. Ne? Das stimmt allerdings. So, jetzt kommt der deutsche Artillerieschlag. Ja! Er kommt. Dann wie viel Umkreis. Radius? Genau. W6 plus 6. Auch 11. fast wie du. Guck. Nee, ein weniger. Du, Nee, hab ich hatte auch 10. 11. Ich habe 10 jetzt auch. Nein, W6 plus 5 sind Ach so, 11. W6. Ach, okay. Ja, dann ist das ja gut. Das heißt, die Paratrooper sind drin, die sind drin. Offizier ist drin, die Trupps hier. Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen gucken. Ja, die sind auch Die drin. sind auch drin, ne? Mhm. Aber ich glaube, der Tetrarch nicht mehr. Das müsste ich hier so. Doch, der ist auch noch drin. Ja, doch, den würde ich auch noch sagen, ja. Okay, ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Ja, dann Erstmal gut. würfel mal. Ja. Wir brauchen einige rote Würfel. So. Genau, dann fangen wir hier beim Tetrarch an. Gut. Eine 5. Kein Treffer. Du kannst gleich die Pins auswürfeln, wenn du Ach möchtest. so, ja, das kann ich machen live. Oh, Sind 3 3 Stück. Mhm. Dann der Trupp hier oben. Ja. Eine 2 ist auch nichts. Oh, Aber 3 Pins. Das ist schon mal gut. Dann der hier. Mhm. Eine 4, kein Treffer. aber 2 Pins. So in die Mitte hier.
Ja, wie sollen wir mit unseren Footfingern denn die Ja, Würfel da wieder rauskriegen? Wir müssen uns ein bisschen mal anstrengen. Ne? Ja, ja. So, der Offizier. Offizier Ein 3. ist da und nix, oder? Eins ist Ein Pin. Trotzdem ein Pin, okay. Genau, 1 bis 2 Okay. ist ja ein Pin. Die Paras. Paratruhe 4, 2 Pins. 2 Pins für die Kollegen und dann nochmal die hier im Bunker. Eine 5. Leider auch keine 6. Also für mich zum Glück und für dich leider. Ein Pin für die Jungs im Bunker. Aber in Summe bin ich, dafür, dass ich das so gut wie nie gespielt habe, zufrieden. Stimmt, also ich kann mich gar nicht mehr daran entsinnen, wann du irgendwann mal einen Ari-Observer gespielt hast. Das ist wahrscheinlich ziemlich am Anfang gewesen, wo wir mit Bolt Action überhaupt angefangen haben. Aber durchweg Dreierpins fast, ne? 2 mal 3, 2 und 2 1. Ja. Das passt schon. Ist okay. Hat schon ganz schön gerappelt. Ja. Kann man zufrieden sein. Ja, dann war das erfolgreich. Dann kann ich den wegnehmen, ne? Genau. Und dann geht es jetzt eigentlich erstmal los hier. Richtig. Aber mir haben ganz schön viele rote Würfel. Ja, lalalala. Ah ja. Wieder weg. Du kannst dich ja ein bisschen ausruhen da hinten. Das stimmt, du musst ja erstmal rankommen. Alles klar. Ja, dann ruhe ich mich gleich mal aus. Dann übergebe ich dir mal die Kamera. So, Christian hat jetzt hier den Spähwagen aktiviert, der eben hier oben stand, ist jetzt hier runtergefahren. Und ja, Kanone zeigt Richtung Wirbelwind und Christian will jetzt versuchen, da mal einen Schuss anzubringen. Distanz hast du schon gemessen? Nein, das habe ich noch nicht getan. Aber bei der Medium ist das auf 15 Zoll kurz rein. Kurz. Oh, mit einer 6 trifft er sogar. So, die mittlere hat ne, plus 5. Ja. Ja, ne, genau. Das reicht nicht, ne? Nee, das reicht nicht. Aber, was bist du, regulär? Ich bin regulär, ja. Dann müssen wir mal gucken, ob du Pin bekommst. Stimmt. Mach mal jetzt egal. So, Christian hat das Fahrzeug nicht verwundet, der ist eh oben offen, also kriegt er ja sowieso dann auch einen Pin. Und ja, nochmal Schwein gehabt. Oik. Dann kannst du mal ziehen. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit der Zieher vom Dienst. Der Zieher vom Dienst. Dann macht der Tommy doch gleich weiter. So, ho. Hier ist nichts passiert. Dementsprechend werde ich diese Jungs hier mal auf Ambush setzen. Ja. Grau. Komm, wir tauschen. Ja, Christian. Dann müssen wir das jetzt wohl anders machen mit dir hier. So. Christian hat ja jetzt hier sein Spähfahrzeug vorgezogen. Das können wir nutzen, indem wir den Wirbelwind wegbewegen. Ja, und schon ein bisschen versuchen, Randale zu machen. Ja, wir werden den Wirbelwind mal hier vorrücken. Erstmal muss ich testen, weil wir haben ja jetzt schon einen Pin bekommen. So sieht's aus. Oh. Und der macht Nothing. Es ist heute schon der dritte. Wir Ja, haben jeweils nur einen Pin. Muss ich eben noch mal kurz sagen, weil wir haben es nicht aufgezeichnet. Hier, Nebelwerfer, ein Pin, auch eine 10 gehabt. Da hinten, Mörser, ein Pin, also meine komplette Artillerie. auch ein Down. Für Pogo. Und jetzt noch den Wirbelwind. Also Aber wir müssen ja jetzt mal sagen, es läuft ja für mich auch nicht so gut mit den Moraltests. ist Ne? schon Also, richtig. Aber das darf bei mir hier nicht passieren. Genau. Ich bin hier im Angriff und werde hier schon wieder sowas von verlangsamt. Das geht gar nicht. Wir sind in Runde 2 und wir wissen, Runde 3 geht es eigentlich richtig los dann.
Wahrscheinlich erst in Runde 4, würde ich jetzt mal so vom Zug Ja, sagen. und dann muss der richtig Druck geben, ne? Naja, so ist das Leben. Okay, dann Zieh ich mal den nächsten Würfel. Rubbeli, 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 Katz. Ah, der Tommy. Dann darfst du. So, der nächste Würfel war ein Deutscher. Jo. Ich gehe im Prinzip mit dem. Wo ist er denn hier? Hier oben. Mit den Ari-Leuten. Ari-Observer gehe ich einfach eine Etage tiefer. Kann ja nur eins. Wobei mit dem Rand kann ich glaube 2 Stockwerke. Ja gut, das ist ja egal. Ich wollte gerade sagen, wollte im Keller. Ja, ich kann ja damit nicht raus. Ne? Ja, dann sind die einfach nur eine Etage nach unten und haben Sturmgewehr und können eh nichts treffen. Dann bleibt das bei einfach nur rein. So. Jo, dann hattest du mal einen Würfel, ne? Ja, ich habe auch noch einen drin. Sind noch genau 2, ne, sind noch 3, fühle ich gerade. Ich habe einen englischen gezogen. Was hast du denn noch so fein? Ich habe hier vorne noch meine Ach hier, die. Jungs im Kasten, hätte ich fast gesagt. Den Offizier? Ja, dann würde ich sagen, gebe ich dem Offizier mal einfach ein Snap-to-Action-Befehl und guck mal, ob er den auch ausführen möchte. Jo, der Snap tut. Auf. Er hat auf alle Fälle dann einen weniger. Ups, das ist schon mal weg. Und die Jungs sollen sich dann einfach mal tja, was sollen sie denn machen? Haben die irgendeine Chance, irgendwas zu tun? Dann können die nur drin bleiben. Die machen einen Rallye-Befehl. Auch wenn es für 1 fast nicht nutzt. Aber passt Der ja. Offizier ist ja in der Nähe, passt also. Das heißt, die haben auch keinen Pin mehr. Dann muss ich meinen Würfel rausziehen. Dann hast du noch einen. Gut. Das müssten noch deine SS-Truppen sein. Genau, da gucke ich mal, was ich mit denen jetzt mache. Genau. Ja, die rennen, also nicht die rennen, die rücken, die advancen aus dem Gebäude. Und versuchen erstmal mit ihren Sturmgewehren, die haben ja 18 Zoll, dran zu erreichen hier hinten. Schaffen sie nicht, okay, dann bleibt das so. Dann weiß ich. Ich fasse nochmal eben kurz ab. Das ist nur nice to know. 18 Zoll, okay. Ja, mehr hätte ich jetzt eh nicht machen können. Ja, dann sind wir durch. Genau. Dann machen wir noch ein paar Schlachtfeldimpressionen und können ja noch einmal kurz durchgehen. Wie gesagt, hier der Mörser ist down gegangen. Die Waffen-SS hat sich vorbewegt. Der Offizier hat den entsprechenden Befehl gegeben, ist mit vorgegangen. Und der Sunny ist schweren Herzens und mit noch 2 Pins auch hinterhergekommen. Das habt ihr gerade gesehen. Die französischen SS-Truppen hier sind vorgegangen, konnten aber leider nichts treffen. Und der Nebelwerfer, der wollte auch nicht, genauso wie der Wirbelwind. Die Jungs hatten heute scheinbar keine Lust. Ja, dann
würde ich doch jetzt mal behaupten. Runde Genau. 3. Ja. Zusammenfassung der Tommys noch eben schnell. Ja. Genau. Mein Artillerie-Observer hat sich im Haus einfach nach unten bewegt. Der kann ja sonst auch nicht so viel reißen, hätte ich fast gesagt. Hier der Schützentrupp ist weiterhin, also ist gerade auf Ambush gegangen, oder vorhin. Den Tetrarch habe ich einen Rallye-Befehl gegeben. Die 3 amerikanischen Ersatztruppen sind reingekommen. Wir haben uns auch entschieden, da andersfarbige Würfel zu nehmen, damit da ein bisschen mehr Dynamik in die Sache kommt. Dementsprechend, wundert euch nicht, am Anfang hatte der nämlich einen grünen Würfel. Das haben wir gerade noch eben getauscht. Genau, ganz außen der Offizier. Hier der erste Schützentrupp der Amis und der Panzer. Hier im Haus, die Truppen haben sich ja gesammelt, entsprechend auch mit einem Rallye. Hier vorne die Jungs, da habe ich jetzt leider einen Ambush hingelegt, das stimmt nicht. Die haben auch einen Rallye-Befehl bekommen, dadurch, dass der Offizier Snap to Action gemacht hat. Die Paratrooper haben einfach einen Run-Befehl bekommen, dementsprechend nur noch einen Pin. Und hier oben die Jungs, die hatten keine Lust. Dementsprechend sind die down gegangen. Ich habe eigentlich einen Rallye-Befehl machen wollen, aber mit einem entsprechenden Würfelergebnis, der nicht wirklich so war, wie ich das wollte. Naja, ist egal. Der IC entsprechend ist vorgefahren, hat auf den Wirbelwind geschossen, aber ja nicht getroffen. Das habt ihr ja gerade live gesehen. Und hier der amerikanische Schützentrupp ist auch down gegangen. Die hatten keine Lust zu kommen. Die haben sich scheinbar verirrt. Passieren. So sieht's aus. Wir räumen auf und dann sind wir wieder da. Genau. Runde 3. Christian zieht. Genau. Ein Amerikaner. Ein Amerikaner. Die sind hier noch gerade frisch angekommen. Tja, dann würde ich sagen, dann mache ich erstmal mit dem... Ach ne, draußen hast du ja auch noch eine Truppe, fällt mir gerade ein. Genau, mit dem Tetrarch ein kleines bisschen vor. Kannst du das denn, wenn du jetzt den Amerikaner-Würfel gezogen hast? Ach, scheiße. Ah, jo, da war was. Ja, da war was. Ah, wir hatten noch vorhin von Dynamik gesprochen, ne? Also du kannst den Sherman nehmen, wenn er irgendwie fahren kann. Ja, der kann ja fahren. Da kann er eigentlich stehen. Weißt du, was ich erstmal mache? Ich hole erstmal den übrigen Trupp rein. Mal gucken, ob die jetzt wollen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, die wollen. Das sieht gut aus. Die machen erstmal rein und eine Run hin. Komm hier rein. Okay. Genau. So, der nächste Würfel war ein Deutscher. Genau. Und ich fürchte, da ich meinen AEC vergessen habe zu ziehen, ich alter Tontilon, was möchtest du denn machen? Ja. Irgendwie bin ich mir unsicher. Weil irgendwie lenkt er mich auch total ab, bin ich ehrlich gesagt. Klar, er kann jetzt hier wieder Ärger verursachen. Aber irgendwie ist das hier auch nicht mein Ziel, diese ganze Geschichte. Er muss ja auch erstmal treffen. Ich versuche. Ich werde jetzt die Waffen erst vorrücken. Rocky! Willst du machen? Musst du vorher Rocky machen? Ne, du fährst jetzt zurück, ich kann jetzt auch Rocky machen. Aber du willst ja wahrscheinlich mit den Panzerfäusten drauf schießen eigentlich, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wann du das machen musst jetzt. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich es überhaupt tue. Wie fährst du denn jetzt? Du musst ja zurück straight. Du musst ja eben nochmal gucken, wie deine Fahrbewegung nach hinten weg ist. Ich habe jetzt Rocky geschrien, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt tue. Erstmal vom Zug habe ich ja noch leichte Deckung.
Ach, wir gucken mal, ob du triffst oder nicht. Komm. Risiko. Ja, ich versuche einfach nur einen Panzerfaustschuss. Wie viel haben die? 2? Ich habe 3. Oh, volle Kalotte. Also ich versuche einen Panzerfaustschuss, ist in Reichweite. Mhm. So, lange Reichweite zählt ja nicht. Es zählt nur bewegt. Das ist die 4. Das sehe ich ja auch mehr als die Hälfte. Die 4. Muss ich aber erstmal würfeln. So, also einen Panzerfaustschuss versuche ich jetzt anzubringen. Wir haben uns bewegt und wir haben lange Reichweite. Wäre die 5. Und es ist nur die 3. So, das heißt, einer ist schon mal weg. Und ich habe jetzt noch ein paar Gewehre und Sturmgewehre. Mhm. Und die versuche ich jetzt einfach mal hier irgendwie anzubringen. Ja, da können die ersten beiden Sturmgewehre noch treffen. Und die Gewehre sind hier hinten. Die sind aber auch noch drin. Das heißt, wir haben 2 Gewehre und 2 Sturmgewehre. So, die Sturmgewehre kriegen keinen Abzug auf die Bewegung, nur lange Reichweite. So. 2 Sturmgewehrleute dürfen schießen, das sind 4 Schuss. Wir haben lange Reichweite und die Leute sind da zum größten Teil hinter der Brücke. Also bekommen sie noch Deckung, ist bei uns jetzt die 6. Oh, ui, 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 ui. Also die Leute haben Bock. Auf alle Fälle schon mal ein Pin. So, das sind Fallschirmjäger aus Veteranen. Genau. Das heißt auf die 5. Alter Verwalter, was ist denn los mit dir? Einen kann ich picken. Jo, du hast es da drin. Da ist nur ein NCO drin, sonst sind es nur, Ja. also nur Gewehrschützen. Der mit der roten Mütze ist der NCO. Dann nehmen wir den NCO weg und einen anderen Kameraden. Hä? Das waren 2 Treffer. 2 Treffer. Ja. Auch 2 Also Verwundungen? 2 Verwundungen, ja. Eine Oh. 5 habe ich noch. Ja, 5 Stimmt, und ja, 6. du hast recht. Ach, ja. Stimmt, stimmt. Nehme ich den schon mal weg. Und dann haben wir noch 2 Gewehrschüsse. Mhm. Die sind aber auf die 7. Ah. Bei deinem Würfelglück? Ah, fast. Ja, aber. nicht so. Aber gönn ich dir. Mensch, cool. Guter Schuss. Veteran ist auch immer ein bisschen wertvoll, ne? Ja, vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, mit der Deckung noch, doch schon heftig Glück gehabt. Ja, kann ich auch mal so sagen, ne? Hier, dann haben die schon mal ihr Soll erfüllt und du kannst den Genau. nächsten Würfel ziehen. So, der nächste war ein deutscher Würfel und der Wirbelwind wird versucht zu entpinnen. Diesmal der Bock. Ja, er rückt vor. Das ist auch gar nicht so schlecht. Dann rücke ich halt so vor, dass ich also er kann sich ja auch noch bewegen. Muss mich natürlich auch treffen. Der fährt, der rückt vor und dann darf er sich ja einmal drehen. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal 3 Zoll hier hin, drehe mich und dann habe ich noch 6 Zoll. Zack, ne? Mhm. Mehr kann er dann in dem Moment nicht. Jo, und dann versuche ich mit der Autokanone. genau mit den Autokanonen, das sind ja 4 an der Zahl. Der Tetrasch hat eine 7er Panzerung, ne? Ja, den kannst du also ohne weiteres knacken. Dann versuche ich den zu behagen. Versuche ich das?
Bei den vielen Schüssen könntest du sogar Glück haben, ja. Ja, Man müsste sogar noch mal messen, ob du in der Seite vielleicht sogar rauskommst. Ja, also ich versuch's, ich habe es angesagt. Genau, wir gucken uns das mal genau an. Und Genau. dann... Der Tetraich wird gerade beschossen. Und zwar mit 8 Schuss Autokanone Genau. auf die 6, weil leichte Deckung, Lange Reichweite. lange Reichweite und bewegt. bewegt. Genau. Gucken, wie das Glück weiterhin Hold ist. Jo, einen sehe ich. Einen haben wir. So, wir haben eine HE plus 2. Auf lange Reichweite ist es noch plus 1. Dementsprechend kannst du auf die 6 einen Streifschuss generieren. Da mache ich ja eine 6. Ah, nicht ganz. Aber er hat einen Pin. Sehe ich das richtig? Ja, das siehst du richtig. Genau, und dann ziehe ich doch gleich mal den nächsten. Jetzt läuft er aus dem Bild. Oh, Englisch. Ja. Als nächstes hat der AEC gerade einen Würfel bekommen. Hat sich mit seinen 12 Zoll von dort hinten da durchmanövriert. Hat den Wirbelwind von hinten beschossen mit einer 6. Der Verwundungswurf, sprich der Wurf für die Beschädigung, so, ist auch eine 6 gewesen. Das heißt, wir haben eine 11 als Wert. Der Panzer 4 schräger Wirbelwind hat von hinten eine 7. 7 sein, ja. Das heißt, er hat ja eigentlich ein 9er Chassis und dann von hinten minus 2. Minus 2, ja. Genau, dementsprechend kann ich zweimal auf die Schadenstabelle würfeln. Kannst du ja mal würfeln, was da für ein Spaß rauskommt. Habe ich denn noch eine Chance zu überleben? Ich denke nicht. Doch, wenn ich 2 Einsen würfel. Eine 5 zerstört. Ja, dann würde ich sagen, wir suchen ein bisschen farbige Watte. Ja, so sieht's Dann löst aus. sich das Ganze hier in Rauch auf. Ja, gut, dass ich wenigstens einmal schießen durfte. Der Wirbelwind raucht. Es lodert vor Es sich hin. burnt. Burn, Hollywood, burn. Ach nee, Wirbelwind, burn. Ich möchte nochmal zu Protokoll geben, dass ich sehr unfair finde, dass Christian wieder ein Fahrzeug von mir zerstört hat, was ich noch nicht mal richtig spielen konnte hier. So, Warte. Oh, reicht. Ich muss ihn noch mal filmen. Schlachtfeldimpressionen. Wirbelwinde brennen immer am besten, finde ich. Ja. Ja, die Amerikaner sind dran. Dann schauen wir mal. Jetzt habe ich ja gar kein Ziel mehr, mit dem ich den Sherman... Nee, tut mir Nee, leid. also Tut mir leid, dass ich das so schlecht strategisch für dich hier platziert ja, habe. ich glaube auch, das geht gar nicht. Ja, ich würde dann mal zusehen, dass ich den Sherman jetzt mal vorziehe und dann werde ich, glaube ich, meine 2 MGs mal auf deine Waffenestafs da vorne schießen. Kannst du auch gerne noch mit der Pack reinhalten. Ja, das kann ich ja nicht machen. Ich habe ja nur das koaxiale MG und das Rumpf-MG. Die Pack zusätzlich kann ich ja nicht schießen. Da gibt es ja so eine kleine fiese Regel. Ja. So, nachdem ich meinen Sherman bewegt habe, haben die hier vorne auf die Waffen-SS-Jungs mit 10 Schuss geschossen. 4 haben getroffen, 2 haben verwundet. Die beiden Verwundungen waren 6. Und Hast ein MG dann noch ein MG habe ich dadurch rausgenommen. Genau, die Waffen-SS hier vorne hat nämlich 2 MGs gehabt. Dementsprechend. Eins weniger. Wusstest du eigentlich, dass rechnerisch die Deutschen die einzigen sind, wo sich die MGs lohnen? Ja, Weil die 5 Schuss machen? richtig. Weil sonst- kannst du da lieber Gewehre einsetzen. Die Ja gut, wenn Reichweite du auf die ist Reichweite begrenzt. stehst, ist eine andere Ja. Geschichte. Aber sonst, genau. Ja, theoretisch, ja. Gut, außer bei Fahrzeugen, wo du es ja eh schon integriert hast. Ja, natürlich. Ja, aber für die Infanterie, klar. Lohnt sich bei den anderen Herrschaften nicht so wirklich, ne? Das stimmt. Ja, wie gesagt, wenn du Reichweite brauchst, dann kann man es gerne überlegen, aber ansonsten lohnt sich leider meistens nicht. Genau. Gut, aber dafür hast du ja dann andere Fraktionsregeln, ne? Wie das Rapid Fire zum Beispiel, ne? Ja, Das richtig. gleicht ja sowas Genau. auch aus, ne? Das ist eigentlich immer schon ganz gut gemacht. Ja, was machen wir denn Schlaues? Wir Das werden weiß ich nicht. mal versuchen, den Mörser zu entpinnen.
Das hört sich gut an. Mit Er der hat einen 10. Pin. Ich glaube, der Mörser ist schon wieder so ein Ding, der hat schon wieder keinen Bock. Kann das sein? 2 Runden, das ist schon wieder Katastrophe. Eine Runde reingelatscht, 2 Runden hättest du theoretisch vorher dich irgendwo einschießen können. Weil, wenn ich jetzt, wann dann? Wenn du feste Position Ja, natürlich. hast, ne? Also das sind zwei Runden Verlust beim Mörser. Ich habe das beim letzten Mal ja auch nicht anders gemacht. Okay, da bist du natürlich auch gekommen von hinten, aber wenn du einmal stehst, stehst du. Natürlich. Hätte bisher nichts anderes gemacht. Komm, ich überlasse dir mal das Feld. Bei dir funktioniert das wenigstens. Naja, auch nicht immer. Wir schauen mal. So, der Mehrfachwerfer hat sich jetzt entpinnt und schießt auf die Brücke. Und zwar hier oben auf die Einheit. Und dementsprechend ist hier rechts davon die Einheit betroffen. Der Tetraich ist noch in 6 Zoll Radius und hier unten die amerikanische Einheit ist in 6 Zoll Radius. Und dementsprechend darfst du jetzt 4-mal würfeln. Jeweils Treffer auf die 6. Ja, dann mach doch mal der Tetraich. Ich fange mit dem Tetraich an, genau. 1. Nichts. Dann die Brücke. rechts. Oh, genau, mach die Brückeneinheit. Nein. Rechts. Die Einheit, die Amis. Und? Nein. Zusammengezählt ist es eine 6. Ja, die Chance war da, ne? Ja, gut. 16% Ja. mal 4 war schon relativ Ja, gut. das ist schon- Also passen kann das. Also kann ich noch Und wenn das Ding trifft, dann rockt das ja. Das ist ja ein schwerer Mörser. Ich kann mich noch erinnern damals. Das Mhm. war, wenn das getroffen hat, schon nicht ohne. Genau, das ist nicht übel. Ich glaube, das ist sogar schwerer Mörser. 4 Zoll, ne? Das ist 4 Zoll, ja. Ja, das tut weh. Das tut ziemlich weh. Ja gut, dann würde ich sagen, Ich nächster Würfel. Einen habe ich ja nur noch. Genau. Dann war die Runde ja zu Ende. Das ist der Ariman da drin. Hm? Den hatte ich ja schon ins Erdgeschoss geholt. Genau. Das heißt, mit dem werde ich jetzt nochmal rausrennen. Und zwar rennen die jetzt hier hin. He's always on the run. Zack. Zack. Dann löse ich jetzt meinen Ambush. Tu das. Und zwar hier vorne mit den Gewehrjungs und mit denen hier oben. Okay. Ich messe mal und dann sind wir gleich wieder da. So, Chris ist schon am Aufräumen. Allerdings machen wir kurz nochmal Zusammenfassung, 3. Runde. Mein Ari-Observer hat sich hier einmal in Richtung Brücke bewegt. Die Jungs aus dem Unterstand hier oder aus der Geschützstellung haben sich Richtung Brücke bewegt. Die Jungs hier oben haben eine Rallye bestanden. Endlich auch die Pins von dem Ari-Schlag weg. Der Tetraich hat auf den Wirbelwind geschossen, da ist aber nichts passiert. Der amerikanische Sherman hat hier vorne auf die Waffen-SS-Leute geschossen. 2 raus, inklusive einem MG. Die Amerikaner haben sich vorbewegt. Der Trupp hier oben hat gerade einen Ambush geschossen auf die 2 Observer hier. Dabei auch einen Pin verteilt, genau. Die Truppe hier in der Geschützstellung hat auch geschossen auf die 2 Ari-Observer hier. Die haben aber leider nichts getroffen. Die waren etwas unmotiviert. Die Paratrooper haben einen Down gemacht. Die haben den Befehlstest nicht bestanden. Und die Amerikaner sind endlich reingekommen und der zweite Trupp ist reingekommen und der Offizier hat vorhin einen Snap 2 gemacht und entsprechend einen Trupp nach vorne geschickt. So, der AEC war ja erfolgreich, hat den Wirbelwind von hinten penetriert. Der Trupp mit der Waffen-SS, mit der französischen, ist nach vorne advanced. Der Ari-Observer hier
ist auch entsprechend nach vorne advanced aus dem Haus heraus. Nein, einen Run gemacht und sogar. Die haben einen Run gemacht, ja. Die haben einen Run gemacht, genau. Die Waffen-SS hier vorne hat sich auch bewegt. Und einen ausgeknipst. Und einen im Haus abgeschossen, genau. Der Offizier hat sich mitbewegt. Und der Sani hat einen Marschbefehl bekommen, aber hat den Kopf eingezogen. Der muss sich selbst verbinden. Und der Mörser hier hatte, glaube ich, wieder einen Down. Ne? Ja, genau. Was erfolgreich war diesmal, ist der Nebelwerfer. Ja. Der hat auf die Brücke geschossen, hat dabei leider nichts getroffen, aber passiert. Er ist auf alle Fälle entpinnt. Ja, bin froh, dass der geschossen hat. Aus. Genau. Ja, das war die dritte Runde. Geht's zur vierten. Zur vierten. Alles klar. Wir räumen auf und bis gleich. So, jetzt zeig mir mal deine Freude im Gesicht. Der SS-Waffentrupp mit den noch 2 übrigen Panzerfäusten wollte auf mein Recce-Vehikel schießen und ja, was will ich sagen? Diesmal habe ich die Recce-Bewegung wirklich gemacht, habe mich in Sicherheit gebracht, außerhalb der Sicht der französischen Waffen-SS und ja, dann würde ich sagen, sind die beiden Schüsse. Die beiden Panzerfaustschüsse sind für die Katz gewesen. Genau, weil die sind laut Regeln nämlich verschossen. Das mussten wir nochmal nachgucken. Das haben wir gerade nochmal entsprechend nachgelesen. Das war uns nämlich gar nicht bewusst, dass die beiden Schüsse dann in die Botanik gehen. Also als Tipp für euch, wenn ihr jetzt ein Spähfahrzeug, also ein Fahrzeug, was die Recce-Regel hat, beschießen wollt mit solchen Waffen, dann am besten erst dann, wenn das Fahrzeug schon den Befehlswürfel hat und sich nicht wegbewegen darf. Ja, dann, das wäre auch meine Empfehlung. Ja. Aber daraus lernt man. Ne? Genau. Danach muss das Fahrzeug natürlich einen Down bekommen. Muss einen Down bekommen, genau. Das heißt, leider ist das Fahrzeug somit auch aus der laufenden Runde raus, aber es hat wenigstens keine Löcher. Genau. Vorteil bei mir ist natürlich jetzt, das Fahrzeug hat sich sogar noch ein bisschen besser in Stellung gebracht. Das ist auch noch positiv zu erwähnen. Genau, also, weil man kann rückwärts oder vorwärts fliehen. Richtig. Also wichtig dran zu denken. Vorrücken hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, weil deshalb bin ich ja hintenrum gegangen, weil ich ja hier die Option hatte, vor oder zurück. Und ich halt nur daran gedacht habe, okay, das Fahrzeug, wenn es den Recce-Move macht, muss ja zurück. Aber es war fatal, sondern es kann auch nach vorne weg. Genau. Ist natürlich auch eine Regel, die man sehr selten anwendet. Ja. Dementsprechend. Ja. Es ist auch ein sehr großer Passus im Buch. Das ist schon der Hammer. Es ist ein großer Abschnitt für diese Regel. Das muss man sich wirklich einmal bewusst nochmal anschauen, wenn man ein Recce-Vehikel auch entsprechend einplant, meines Erachtens, damit man da auch das richtig einsetzt. Also die Spielregel an sich und dann nochmal die Fluchtbewegung. Also das sind zwei größere Abschnitte im Regelwerk, also ist nicht ohne. Ja. Das einzige Positive jetzt bei mir ist noch, Panzerfäuste, da habe ich unabhängig von der restlichen Bewaffnung auf ein separates Ziel abfeuern. Das heißt, diese 2 Soldaten hier vorne haben jetzt noch eine Sichtlinie zu denen. Ich habe gerade eben abgemessen. Einer hat ein Sturmgewehr, der andere hat ein Gewehr. Und die fahren jetzt hier nochmal drauf. Sturmgewehr kriegt keinen Abzug auf die Bewegung, ist aber lange Reichweite, ist die 4 und wir hatten dahin schwere Deckung, sind wir wieder bei der 6. So. Nein, und ein Gewehrschütze. Oh, vielleicht hat er Bock. Ups. Bock scheint er zu haben, aber was trifft ist die Frage. Nein, das wäre die 7 gewesen. Ja, dann war es das mit diesem Drop an dieser Stelle. Genau. Ja, dann zieh doch mal den nächsten Würfel. Es geht gleich weiter. Ich werde hier nochmal mit dem Nebelwerfer wieder das gleiche Ziel da oben anvisieren. Christian hat jetzt die Möglichkeit, down zu gehen. Ne? Als Reaktion. Ich würde wieder die gleichen Ziele nehmen. Das hat sich ja da nichts verändert. Ja, hau rein. Also oben alle? Ohne down?
Okay. So, das heißt, wir haben wieder die 4. Wir fangen an mit dem Tetrarch. Nein. Die oben in der Brücke. Nope. Die Amerikaner links. Nein. Und die Briten auf der rechten Seite. Ah, ich habe die 6 schon Mann, gesehen. Ey, gibt's doch nicht. Ja, immerhin zweimal gefeuert. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. So. Next. Jetzt warst du wieder. So, dann, was machen wir denn dann Schönes? Und dann würde ich sagen, Panzer vor. werde ich mit dem Sherman vorfahren und feuern. Dann übernimm mal die 10 Schuss auf Point Blank. Jo. Christian ist jetzt hier einmal vorgefahren. Point Blank haben wir da. Die 2 MGs, ne? Genau. 10 Schuss. Das heißt, ich habe mich bewegt. Point Blank löst sich auf. Dann ist das die 3. Das Bug MG sind schon mal dry. 4. Die 3 ist auch noch. Ja, 4. Das andere MG sind 5 insgesamt. Das heißt, ein Pin. Die 5. Nichts, war ein Pin. Ja, Glück im Unglück. Mensch, du, wenn die jetzt eine Panzerfaust hätten. Ja, du hast schon recht. Da habe ich ein bisschen geschlafen. Ich habe diesem Trupp 2 MGs gegeben, aber eigentlich mache ich das ja immer, ne? Das Ja, musst du ja stimmt. zugeben. Ja, ja. Eigentlich mache ich das wirklich immer, dass ich die Panzerfäuste aufteile. Aber nee. Ja, das setzt ja den Gegner schon unter Druck, ne? Da die Truppen nicht ganz so nah ranzulassen. Ja. Passt eigentlich immer ganz gut, aber ja. Ist, wie es ist. Passiert. Manchmal haben So. die halt keine, ne? So sieht's aus. So. Gerade im Late War kann es ja schon mal gut sein, Eben. dass das Material aus ist. Ja, dann kannst du noch mal ziehen, würde ich sagen. Ja, wenn ich den Becher, da heißt der Meutolo. Grau. Grau. Der deutsche Offizier macht einen Snap to und nimmt seine Jungs mit. Wenn die wollen. Ja, dann würfel doch mal. Ja, mit einer 4 wollen die locker. So. Wir werden jetzt mit der Waffen-SS einfach kamikaze-mäßig jetzt die Brücke stürmen. Was wollen wir hier unten? Wollen wir uns jetzt hier mit den Schirmen dann kuscheln? Ich denke nicht. Ich weiß, es ist alles selbstmordmäßig, was ich heute hier mache. Ja gut, was hast du sonst Aber zu tun? ja, ich kann mich jetzt hier auch irgendwo bei der Brücke verstecken und dann in der letzten Runde dann auf die Brücke latschen. Aber im Verhältnis zu deinen Truppen tut mir das auch nichts. Ja, das stimmt. Also, Um die Gewinnoptionen nochmal in den Erinnerung zu rufen, mal heute habe ich irgendwie einen Haken in der Zunge. Wir kämpfen um die Brücke und wer die meisten Einheiten am Ende auf der Brücke hat, hat gewonnen. so sieht's aus. Eigentlich müsste ich ja nur alle meine Einheiten drauf ziehen und warten. Ich habe ja viel mehr als du. Ja, wenn man es ernsthaft so betrachtet, ne? Aber das ist ja sowieso nicht unsere Spielweise. Nein, Davon natürlich abgesehen, nicht. Da wird man ja schon im Turnierbereich wieder so abdriften. Es soll ja schon irgendwo fluffmäßig, ne? So sieht das aus. Also ich habe eben gerade schon gemessen mit der Waffen-SS. Würde ich zuerst einmal das LMG schießen. Wir sind lang, also auf die Amerikaner auf der linken Seite von mir aus, Mhm. die an dem Brückenpfeiler stehen. Ja, leichte Deckung würde ich denen Müsste down gehen. zugestehen. Nein, down geht tue ich nicht. Okay, ja, leichte Deckung kriegst du. Leichte Deckung ist die 4, ich habe mich bewegt, ist die 5, lange Reichweite ist die 6. Ne? Ja, würde ich sagen. Erstmal das LMG. Oh, ich sehe schon eine 6. Also, ihr seht jetzt keine 6, weil ich falsch gezoomt habe. Dann waren das noch 2 Gewehrschützen. Genau, 2 Gewehrschützen, die haben die 7. Ne, Quatsch, haben auch die 6.
klar, haben auch die 6. Lang, bewegt, klar, das ist ja wie das MG. Nein. So, wir haben ein Dings und du bist regulär oder Veteran? Amerikaner. Also regulär. Ja. Und? Nein. Ah. Back in action. Gut. Dann haben wir noch den Offizier. Die haben ihren Advanced-Befehl bekommen. So, der Offizier. Der offiziert. Ja, der Offizier, der ist genauso wild unterwegs. Der Offizier hat 2 Sturmgewehre. Ja, der Offizier hat Ich stelle mir gerade einen Offizier mit 2 Sturmgewehren vor. ja, Wie Sergeant Rock. Offizier und Assistent natürlich. Aber die haben wir ja leider nicht, weil das blöde Errata mir ja meine Reichweite begrenzt Har, har, har. auf nur noch 18. Das geht es nicht. Egal. Naja, komm, Sturmgewehre sind trotzdem noch nicht schlecht. Nein, auf keinen Fall. Handeln wie eine MP und haben. Und bei mir können viele Einheiten, auch bei den Deutschen können viele Einheiten auch ein Sturmgewehr benutzen. Ja, ja. Bei vielen anderen Fraktionen sind solche Waffen ja teilweise. Wobei ich sie für 5 Punkte schon mal ein bisschen überteuert finde. Aber Wobei gibt es das klassische Sturmgewehr eigentlich auch bei anderen Fraktionen? nein. Nee. Das fällt mir jetzt auch gar Nein, nicht die ein. Deutschen sind die Das ist einzigen, die Sturmgewehr haben. Nur die Deutschen, ne? Ja. Gut. Dann ziehe ich eben fix den Amerikaner. So, Christian hat hier einmal den Amerikaner gezogen und macht noch einen Snap to Action. Das heißt, die Truppe, die hier jetzt im Rücken steht von dem Offizier, wird mitgezogen. Unterstützen jetzt so ein bisschen den. Die Paratrooper, die hier vorne flattern und jetzt auch noch runterrutschen. Ja, die haben es jetzt irgendwie, seitdem sie die Brücke betreten haben, auch nicht mehr gewagt, nochmal 1 Zentimeter nach vorne weiter zu laufen. Ich weiß auch gar nicht warum. Die Flocken. Ach nee, konntest sie nicht empinnen, die sind down Die, gegangen. genau, richtig. Haben Die sind Schiss down gekriegt. Die habe ich natürlich nicht mit einem Rallye entpinnt. Die wollte ich über, über den Einsatz entpinnen und das hat leider nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Okay. Dann den nächsten Würfel. Oh, der Tommy. Der Brite ist wieder dran. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich mal hier oben mit den Jungs auf die Deutschen zu schießen. Endlich mal, ne? Ja, endlich mal. Ja, 19 Zoll, der erste. Das heißt, lange Reichweite. Wie viel hast du da noch? Alle? Da Ne? sind 6 Jungs drin, da die Rapid-Fire-Regel haben. Ich hatte gedacht, wenn man sich verschanzt und irgendwo drin sitzt, machen mehr Schüsse immer den großen Sinn. Dementsprechend haben wir lange Reichweite, das heißt auf die 4. Von oben würde ich jetzt auch keine Deckung wählen. Kannst du schon. 2 Stück. Das ist auf alle Fälle ein Pin. Pin ist immer viel wert. Und ein Toter. Aber man sieht wieder, Veteranen halten doch gut was aus. Ja, das ist richtig. Du darfst auch gerne den MG-Schützen mitnehmen. Nee. Ach Mann. Muss nicht sein. Zack. Einer weniger. 20 Zoll. So, Christian hat den nächsten Würfel gezogen. Die Jungs hier oben in dem Pförtnerhäuschen schießen natürlich auch auf die anrückenden. Allerdings nur noch 5, das heißt Deutschen. nur noch 6 Schuss insgesamt. Weil pro 3 Engländer bekomme ich einen Schuss mehr. Da 5 nicht 2 mal 3 sind, haben wir noch 6 Schuss. Was haben wir gesagt? Auf die 4, auf die 5 diesmal, weil leichte Deckung? Ja, Ja, die mit stehen dem da an ganzen dem Zeug Zaun. würde ich sagen, ja, genau. Da
gewähren wir dir einfach mal leichte Deckung. 2 Stück, wieder ein Pin, das ist schon mal ordentlich. Und ein Toter. Achso, und leider nicht das MG. Ja, jetzt muss ich mich trotzdem entscheiden. Ne, muss ich nicht. Ich habe noch einen Gewehrschützen. So, nur noch 4 Mann. Next Würfel. Schon wieder die Engländer. Das wird mir aber unheimlich. Ja gut, du hast ja halt noch Stuff hier. Ne? Genau, dann versuche ich mit denen hier auf deinen Offizier zu schießen. Mhm. Dann sind wir bei 21 Zoll. Kleines Team, lange Reichweite und ja, Deckung würde ich auch sagen. Sind 8 Schuss wieder, aber diesmal auf die 6. Zwei Sechsen. Und eine 5. Piep, piep, dann ist der Assistent weg. Und ich bringe dir einen Pin. Super. So, Christian hat den Tetrasch gezogen und ist hier bis an die Kante vorgefahren und behagt natürlich jetzt nochmal die restlichen Mitglieder der Waffen-SS. Genau, ich benutze das koaxiale MG. Auf die 3. Stimmt, ja. Oh, Jetzt wird's wild. Kein Stück. 4. Jetzt wird's wild, da sind 2 weg. Testen? Nein, nee, gar nicht, sind Nee. ja Fanatics. Muss ich nicht, ja. Dann, ja, ich nehme halt den, muss mal dran denken, den NCO weg. Und Dann stell doch aufeinander hin. Hast du nicht noch ich welche wollte von den das, Truppen? ich wollte das MG behalten. Hast du nicht ein einzelnes MG gehabt? Hab ich auch. Aber du kannst auch anders darstellen, das ist ja egal. Ja. Nimm mal die. Ja, wir haben jetzt schon 3 Pins. Ja, so langsam schwindet das Ganze und der. Das ist aber schon auch stellungsmäßig schon sehr schwer. Wobei es eigentlich ziemlich dicht alles gepackt ist, ne? Aber diese Meter dazu überbrücken. Und ich habe natürlich auch 3 Fahrzeuge, ne? Das ist schon hart. Ist also, aber wie gesagt, ich wollte ja gerne auch mal wieder ein paar Sachen testen. Ja, und es ist, man sieht ja dann, was funktioniert. Man lernt ja auch nicht raus, wenn man halt immer wieder den gleichen Käse spielt. Ne? Ja. Wie gesagt, das mit dem Spähfahrzeug, aber das können wir ja dann eher alles im Fazit nochmal bequatschen, fand ich jetzt schon wertvoll. Deshalb, ich sehe das nicht dann irgendwie als Niederlage in dem Wir Sinne. spielen ja auch zum Spaß, ne? Das ist ja das, warum wir überhaupt hier stehen. Weil Ja. wir da Bock drauf haben, weil wir Spaß dran haben und weil es uns einfach nur weiter nach vorne bringt. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, ziehe ich den nächsten Du Würfel. ziehst den nächsten Würfel, genau. Grün. Was grün zu grün? Der Du hast. Ja, der unerfahrene Offizier, der macht schon einen guten Job. Der macht einen guten Job, der macht einen Down. Ja, guck mal, der lädt immer fleißig hier seine MP nach. Tut immer so, als ob das nie geht. Geht nicht. Ladehemmung. Ah, guck mal hier. Dann hier der reguläre Observer. Weißt du was? Der rennt mal hier hinterher. Das ist auch immer noch so. Ich weiß, bei dir, das ist immer. Der hat seinen Job gemacht und dann oxidiert er irgendwo in der Landschaft rum. Der macht auch gar nichts mehr, ne? Wer? Dein Ari-Observer. Der läuft jetzt hinter dem Trupp hinterher. Ja, das ist mal ein anderer. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal hier rein. Oh, ein grüner ist da drin. Ein grüner. Boah, was hast du denn noch, ey? Du warst ja gefühlt jetzt schon 50 Mal dran. Höchstens 12 Mal, weil es ist noch ein Würfel da. Aber ich muss auch mal überlegen, was ich noch habe. Also Ach, die Paras. Ja, die wollen ja Nicht. da an der Truppe, an der Brücke stehen und die wollen eigentlich angeln. Ja, So, das genau. schon hier.
Dynamitangeln. Was habe ich denn noch? Ich übergebe dir mal das Zepter, weil ich muss suchen, was ich hier habe. Ich glaube, ach so, das ist es doch schon. Hier, mein Ari-Mensch. Die haben eigentlich auch Bock, noch was zu machen mit ihren 2 Sturmgewehren. Der Ari-Mann? Ja. Der war, glaube ich, in einem anderen Spielsystem. So, ich muss trotzdem checken. Ja, fleißig. Vorwärts. So, was will der jetzt machen? Vorwärts rennen und irgendwie noch was über den Haufen schießen. Irgendwas in diese Richtung hatte ich mir jetzt überlegt. Ist in die Stellung oder wo willst du rein? Ja, das Problem ist, reicht es von der Reichweite? Ach komm, ich probiere es aus. Ich renne Advance hier rein. Das passt ja auch locker, kann man sich aber hinstellen. Und dann versuchen sie einfach mal hier. Ja, super. Gebäudekante reicht. Ja. 18 Zoll. So. Laufen zählt nicht. Lange Reichweite ist die 4. Du hast schwere Deckung 5, 6. Jo, hört sich gut an. Warte, ich nehme mal hier die Würfel weg. Zack. So Leute. Zeig mal, was ihr könnt. Banzai! Nein. Ja, hier ist doch, ne? Ja. Ja, die waren zu außer Atem, das ist so. Sind so gerannt. Ja. Ach Mensch. Ja, dann würde ich sagen, zieh ich doch gleich. Oder zieh du den nächsten hier. Zack. Mir fällt ein, ich habe doch noch 2 Einheiten, die ich. Meinst du, jetzt klappt's? Doing, 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 doing. Das Vorder davon hat sich auch schon Kaffee gekocht, ey. Ey, wenn jetzt wieder so ein Kackwurf kommt, ey, dann segle die Einheit, aber ach kann War das nicht im Krieg Muckefuck? Ja, Kornkaffee? Genau. Oh, ich würde sagen, das war und überhaupt, also ich würde ja sagen, also so als Trefferwurf, ne, so eine 6 und eine 3, das wäre ja schön gewesen, aber es ist leider ein Moraltest. Ja, wie gesagt, wenn ich kein friedlebender Mensch wäre, würde die Einheit jetzt hochkantig vom Tisch fliegen. Aber was ist das? 3 Runden. Es muss ja mindestens eine reguläre sein. Du kannst ja gar keinen unerfahrenen Mörser einsetzen mit Spotter. Deswegen ist es ja mindestens eine reguläre, ne? Weil ich setz ja eigentlich Mörser meistens unerfahren ein, weil die sonst auch immer auf die 6 schießen, ne? Nee, aber soll nicht sein. Es ist ein Pin, Leute. Ein Pin. Also kann ich auch nicht helfen. Ist so. Das ist die Einheit, die mir... Verlierer des Tages. Ja, definitiv. Kannst sagen, was du willst. Also der Sani, gut, sage ich mal, ist eh nicht kriegsentscheidend. Das ist jetzt mal eine coole Obwohl es Einheit. ein nice to have und wenn er in der Nähe wäre und hätte sich nicht abgelegt hier, dann muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der musste seine eigenen Wunden lecken, ne? Ja, Wunden necken. Alte Angstnase war das. Oh, guck mal, er hat einen Pin weniger. Er darf ja auch, er hat zwar eine Knifte, also eine Pistole, ne? Aber der darf ja laut Genfer Konvention nicht schießen. Er darf sich nur verteidigen. Ja, nahkampfmäßig darf oder selbst erschießen, aber das machen die ja eigentlich nicht. Nahkampftechnisch darf er da mit seinem Kolben zuschlagen. Ja, wir rennen einfach mal wild. Wild, gestikulierend übers Schlachtfeld. Ja, er hatte immer noch einen Auftrag. Ne? Er musste in der nächsten Einheit, falls hier nochmal einer sich verabschiedet. Ja, wenn er noch einen rettet, dann hat er seinen Job getan hier. Er muss nur einen einzigen retten. Naja, was kostet er? 23 Punkte? 30. 30 Punkte sogar? Ja, dann müsste er ja eigentlich mindestens 3. Dann würde er seinen Preis reinholen. Gut, also wenn er bei Veteranen dann noch was rausholt, ist schon cool, ne? Ja, das stimmt. Er hatte einfach Pech, sagen wir es mal so. So, 2 Würfel haben wir noch. Ich weiß zwar nicht, was ich noch habe. Das werden wir gleich feststellen. Ja, jetzt feststellen. Was habe ich denn noch? Der Sniper, den hattest du schon. Der Spotter, der kriegt keinen Würfel. Was ist denn mit deiner Kuh? Ist die schon aktiviert? Die ist aktiviert. Ach nee, ist ja keine Kuh, ist ja eine Nebelwerfer. Der Nebelwerfer. Ich hatte da irgendwas hier noch. Sniper, aber da liegt ja der Würfel schon vor. Hä? Warte mal.
1, Toller Mann. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hatte 9. Du hattest 9 Einheiten, hundertprozentig. Bin ich doof? Der Wirbelwind, der kann ja nicht mehr. Ach. Wir haben vergessen, den Würfel rauszunehmen. Jo, eine Einheit ist ja schon ausgeschaltet. Gut, dann bin ich safe. Und dann hast du hier noch deinen letzten Würfel. Was habe ich denn noch? Ach, die Paratrooper. Ja, dann würde ich sagen, Ja. Check mal. checke die Check. So. Jetzt könnte so Da die eine das Einheit. letzte sind, weißt du, was die jetzt machen? Die machen ein Rallye. Ja, kann man sagen. Ne? Ha, aber sowas von Rallye. Da Warte. musst du trotzdem noch mal einen Ja. würfeln. Jo, passt, genau. Sonst wäre das ja deine Trash-Einheit des Tages, ne? Ja gut, sie blockieren auf alle Fälle mal die Brücke, ne? Ja. Für sich selber, ne? Und für den Gegner. Ja, Ja, dann sind wir durch, ne? ja würde ich sagen, ne? Runde 5. So, jetzt kommt das dicke Ende. Für wen? Ja, ich weiß für wen. Ah, das nächste Mal lasse ich dich gewinnen. Nein, auf keinen Fall. Also so ein Quatsch, ne? Ich trete das nächste Das Mal ist- nur mit 200 Punkten an. Es sind halt wieder, ist wieder eine Kettenreaktion unglücklicher Zustände, die da hier wieder auf deutscher Seite eingetreten sind. Das ist einfach mal so, ne? That's life. Ja. Immer historisch korrekt. So, der Chris hat was zu feiern. Der Nebelwerfer. Seines Zeichens hat, ihr seht es, da blinkt es fleißig da drüben mit den neonfarbenen Würfeln. 3 ganze Treffer, 3 Sechsen konnte ich unterbringen und wir würfeln jetzt den Schaden erstmal aus auf die Primäreinheit da oben, die praktisch Genau. im obersten Stockwerk ist. Die haben ja eigentlich hier ein Dach oben drauf. Genau. Wir haben uns geeinigt, dass das obere das erste Geschoss ist und unten das EG. Das heißt, also die Brücke selber ist das EG. Und somit müssen wir nämlich würfeln, wo die Granate explodiert. Richtig. Bei einer 4 Plus explodiert die Granate jetzt im obersten Geschoss. Ansonsten geht die eine Etage tiefer und explodiert dann automatisch. Sie Ja, explodiert im Die obersten explodiert Geschoss. im obersten Geschoss. Gut. Das heißt, eine 4 Zoll Schablone bitte. Jawollo. Ist doch, glaube ich, ein schwerer, ne? Mörser. Hattest du Ja, gesagt? der hat die 4, ja. Ich habe gerade eben schon nachgeguckt. Ja, ich würde sagen, das sind sowas von alle. Aber Ja, sowas im von. Raum, ne? Genau. Ja, aber wenn der Artillerie-Observer, der getroffen wurde, brauchen wir gar nicht nachgucken. Nee. Und ich glaube, die Jungs sind auch genau in 4 Zoll. Kannst du mal drüber halten? Aber ich glaube, Jo. die sind auch alle getroffen, genau. Jetzt musst du den HWE-Wert mal nachschauen. Aber ich glaube, die sind alle auf 2 plus. Dödelig. 3. Ja, 3. Das heißt, es sind alles reguläre. Das würde Die 1 ist ein automatischer Fehlschlag, das heißt alles auf die 2 plus. Okay. So, wie viel hast du denn dann da oben? Mach doch erstmal den Artillerie-Observer, das ist ein Einzelner. Da würfel mal, wenn es eine 1 ist, Wenn dann der eine lebt 1 der. kriegt, dann schubst ich den persönlich da von der Brücke. Fast, ich hab's schon gesehen. Also, das wäre sowas Gut, von der unfair. Artillerie-Observer ist schon mal tot. Den kann ich schon mal abräumen. Jetzt hat er sich einmal im Leben vorgetraut, der alte Säckel. Ja, das kommt davon, ne? Genau. So, dann haben wir hier im oberen Bereich 6 Kameraden, die hier drin sind. Keine 1. Ja, das Nein, ist keine sind 1. alle tot. Und das gleiche darfst du jetzt nochmal machen für die amerikanischen Boys. Keine 1. Aber jetzt musst du ja dann. Ja, ich muss ja auf alle Fälle noch testen. Ne? Das heißt, jetzt musst du erstmal nachschauen. Ich glaube, es gibt W3 Pins, soweit ich das weiß. Bei einem schweren Mörser-Einschlag. Gucken, ob es beim links steht.
Nein, ich meine im Hauptbuch, hinten auf den letzten ich 2 Seiten oder so. würfel mal, ich glaube ja. Wir gucken mal, wenn, dann korrigieren wir das noch. Wäre, wenn dann ein Pin. Ja. Das heißt, er hätte 2 Pins und dann würfel ich mal direkt. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre 9, 7. Nein, er ist weg. Genau, dann brauchen wir nämlich auch gar nicht mehr nach den Pins gucken. Dann ist er auf alle Fälle. Dann sind diese beiden Einheiten hier. Einmal die hier oben und einmal die da unten. Da öffnen sich auf einmal ganz andere taktische Möglichkeiten hier. Jetzt habe ich die große Fresse, ne? Jetzt habe ich die große Fresse. Darf ich sie für dich abholen? Das wäre sehr nett von dir. Ich habe ja die Kamera in der Hand. Ja, das war der Höhepunkt meines Spieles. Aber das freut mich. Ich glaube, im Video mache ich dir jetzt einen Heiligenschein oder sowas im Kopf. Oder 2 solche Hörner. Doing, 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 doing. Nein. Alter Schwede. Aber Ich gönn's dir, war super. Ja, Klasse ich getroffen, freu mich Alto auch. Belly. Ich freue mich echt persönlich, dass Es sind das 4 Einheiten geklappt hat. gewesen und das hat gut funktioniert. Ach, Jungs, ja, nee. Aber da sieht man mal jetzt wirklich, ne? Wir haben jetzt zweimal die radikalen Sachen. Ne? Das Nicht-Treffen, das sich verkalkulieren in der Stellung überhaupt, dass du überhaupt was beschießen kannst. Mhm. Und dann das Krasse, dass fast jeder Wurf klappt und dann den Totalausfall beim Gegner verursacht. Das stimmt. So, wir räumen mal auf hier und dann kommen wir gleich wieder. Leute, es ist mir gerade eben gelungen, leider wieder Cam off. Ich bin hier down gegangen, weil ich schon auf der Brücke bin. Christian hat es trotzdem geschafft, mit dem Tetrarch mir einen Kameraden hier abzuziehen. Durfte sogar noch picken, das heißt, ich habe mir das MG ausgesucht. Richtig. Und dann steht auch noch hier dieser... Den Sani wieder vergessen, nachgewürfelt. Und es war die 6. Hier ist die 6. Hier ist die 6. Also, wenn der Chris jetzt noch sagt, er kann nicht würfeln, ne? Also, läuft Herrlich, heute. Herrlich, herrlich, herrlich. Freue ich mich. Super. Ja, dann steht der Onkel noch und dann würde ich sagen, Klasse. nächster Würfel. Grau. Dann, ja. Wollen wir nochmal den Mörser probieren? So. Die letzte Chance. Ja. Nee. Er will es nochmal wissen. Wo will er denn hinschießen? Wir schießen hier auf die Leute hier hinten, die Ja. Dings. Bevor ich überhaupt so voreilig hier bin, ich habe die Reichweite gar nicht im Kopf. 60 Inch meine ich. Aus dem Kopf. 60 hier. 12 bis 60. Muss ja Das da ist rein. locker. Ja, wir haben hier 40,5. Siehst du. So, Locker. wir haben heute schon einige Sechsen geworfen. Ne? Wenn jetzt auch noch eine kommt. Nein. Nein. Aber wir haben uns eingeschossen. Auf die Das 5. heißt, das nächste Mal, wenn du dich nicht bewegen würdest, auf die 5, ich leg die mal hier einfach mal so daneben. Ja, mach mal. Okay. Grau. Dann geht's weiter, Schlag auf Schlag. Wir haben einen Höhenflug. Das heißt, wir müssen hier mit unserer französischen Waffen-SS noch versuchen, irgendwie noch ein bisschen was zu machen. Zack, zack. So, deine Paratroopers würde ich jetzt beschießen. Du kannst natürlich auch down gehen. Sind alle in Reichweite. Möchtest du down gehen? Ja. Okay. Ja, die kleben sich heute daran an die Brücke fest. Ne? Mhm. So, die gehen down. So, erstmal muss ich gucken, was haben wir jetzt hier an Sturmgewehren. 11, die sind lang, die sind alle dann lang. Dann machen wir die erstmal zuerst.
Wir haben jetzt ein Sturm. Ne, das ist ein MP hier vorne, sehe ich gerade. Das ist ein MP vom NCO, der ist aber auch drin. 1, 2, 3, 4 ist der hier hinten dann noch mit dem Sturmgewehr drin. Ja. 4 Sturmgewehre. Und ein MP. Ich mache erstmal die 4 Sturmgewehre, weil. Ach ne, die MP ist ja auch lang, stimmt. So, das sind erstmal. Das sind 10 Schuss, ne? Mhm. 4, 5, Warte, ich nehme mal die 6, 7, alliierten Würfel daraus. 8, 9, 10. So, kein Abzug auf bewegt. Du bist down, ist die 5. Und lange Reichweite ist die 6. Und Deckung. Oder? Siehst du mittlerweile alle? Davor steht? Also ich sehe 2 Mann. So, auf die 6. Einer. So, wenn der trifft, ist das alles okay. Naja, ansonsten hast du einen Pin generiert, ne? Nein. Nein. Okay, dann was haben wir noch an Gewehren? 1, 2, 2. So, das wäre die 7. Auf alle Fälle mal schon einen Pin. Nix. Nichts. Dann bleibt es Oh, halt ja. drin. Okay. Nächster Würfel. Berggrau. Sniper. Sniper haben wir. Wir haben auch hier. Dann werde ich hier ein Snap to Action machen. Schnapp du? Oh, nee, ist ja eigentlich auch Quatsch. Der Sunny ist nicht mehr drin. Doch, der Sani ist doch noch eine 6 Zoll. Ja, komm. Dann bewege ich die raus. Ich muss es ja, ich habe es angesagt. Jo, der ist drin. So, ich muss beide erstmal checken. Offizier. Der macht schon keinen Snap du. Stimmt, dann fällt er eigentlich rein, ne? Ja. Der natürlich nicht, nur der vom Sanitäter. Genau. Das musst du ja immer zuerst machen, ob das Ja. der das auch ausführt. Nächster Würfel. Dann darfst du mal. So, Christian will jetzt mit großen Kanonen auf Spatzen schießen. Und zwar der Sherman schießt mit der Pack auf den Offizier und mit dem Bug MG auf die 2 Waffen-SS Soldaten. Ja. So, ja. erstmal auf die Waffen-SS. Das heißt nicht bewegt und nichts. Sowas von außer kurz ist die 2. 1. Ja. Alles. Und 2 Fünfen. Einer nur. Das heißt, Ja, immer nicht das MG. ich muss erstmal gucken, ob ich den mit dem Sanitäter retten kann. Ach, immer dieser Sani. Ja, jetzt fängt er an zu nerven, ne? Ja. Der Sani. Dann. Nee! Er packt es wieder. Super! Er hat ihn wieder gerettet. Ja, so muss ich ja auch nicht den Moralcheck machen, ne? Nee, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, schieße ich mal eben noch mit der Kanone. Treffer. Ja gut, die Schablone brauchen wir jetzt nicht drüber legen, ne, mit der Ja. HE. Aber den könnte ich jetzt mit dem Sani zum Beispiel nicht retten, ne? Weil der wird ja jetzt, der wird ja jetzt mit so einer, ich weiß nicht, wie die das betiteln, mit so einer großen HE mit DSK, schieß mich tot, da kannst du den nicht retten. Also der kann jetzt zum Beispiel nicht mehr würfeln. Ja, ist tot. Ja. Da hat auch der Sani keine Chance. Da kann er kein Pflaster mehr drüber kleben. Ja, mein Offizier bis zur letzten Sekunde gekämpft. Packt man ein. Tschüss. Ja, dann kannst du den nächsten. Also ich schieße jetzt hier mit dem AI-Observer hier auf die Truppe wieder in der befestigten Stellung. Zweimal Sturmgewehre, das heißt 4 Schuss. Lange Reichweite ist die 4. Ein bisschen schwere Deckung ist wieder die 5-6.
Du könntest noch down gehen, wenn du es willst. Nein. Aber es ist auch nichts. Piu, 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 piu. Ja, dann ziehe ich direkt den nächsten. Bitte, bitte. Es ist ein Tommy. So, Christian hat einen Würfel bekommen und hat jetzt seinen ACE hier vorgezogen. Und natürlich hier in den Rücken von der französischen Waffen-SS und ist damit im Point Blank. Und schießt jetzt das MG. Nein. Kanone. Okay. Nein. Warte mal, Point Blank bewegt. Nein, 3 hätte ich machen müssen. Schade. Schwein gehabt. Weil die haben ja HE 2 Zoll, deswegen. Ja, Das klar. ganz nett gewesen. Okay, dann ziehe ich mal das nächste. Der Scharfschütze der Deutschen schießt wieder auf den Paratrooper. So, mal gucken, ob er jetzt hier mal trifft. Ich glaube, getroffen hat er schon mal, ne? Aber Ja, ja. nicht verwundert. Aber ein Pin verteilt. Nein. Nö. Die Scharfschützen. Die Sniper 1, genau. Ja, dann, ich habe immer noch einen Grauen, das heißt, ich ziehe den Grauen. Das müsste der Sunny sein. Ja. Ja, Der Sunny- zweite Held des Tages. Ja, genau. Der muss trotzdem erst nochmal. Ja, Ja, schafft passt. er jetzt. Mit einer 6 wurde er entpinnt. Und er stellt sich jetzt hier einfach und wartet und versucht seine Kameraden so lange wie möglich da am Leben zu erhalten. Das Good ist luck. sein einziger Auftrag heute noch. So. Und das bedeutet, du hast jetzt noch 4 mal Tommys zur Verfügung. Viel Spaß. So, Christian macht einmal Gänsemarsch die Brücke entlang. Das war noch an, ne? War dran, ja, Entschuldigung, habe ich einen Down hingelegt, glaube ich. Aber es war nicht dran. Und dann geht's hier noch weiter. Wir haben jetzt im Prinzip noch die in der befestigten Stellung. Genau, die schießen hier drüben. Ja, das waren wieder die 18 Zoll. Genau, 18 Zoll. 17 bis 18 Zoll. Master E-Gewehre heißt lang. Waren 6, ne? 6. Dann Rapid Fire noch. Kleines Team, lange Reichweite und Deckung. Ja. Gut. Und dann die da oben, ne? Ist auch gewesen, haben ja auch alle Gewehre, war ja das gleiche im Prinzip. Ja, die machen aber nicht da drauf, die schießen Ach so. auf deine Waffen. Ach ja, da haben die ja noch die Deckung von hier bekommen. Genau. Und kleines Team. Und die sind down. Stimmt, die sind ja down. Ach so, die sind down. Ja. Warte mal, dann haben wir 5, 6, 7. Waren aber Eine 6. 2. Ach, hab ich gerade irgendwie falsch gesehen. Keins. Gut. Und dann hast du noch den Offizier. Oh, der kann. Der macht weiter diesen hier. Naja, der hat Probleme mit dem Nachladen. Das bedeutet letzte Runde, oder? Ja, so sieht's aus. Oder haben wir jetzt noch was? Ne? Nein, abräumen. Jo. Letzte Runde, erster Würfel. Volle Konzentration. Oh, es ist ein America. Amerikaner. America first. Tja, dann würde ich sagen, auf die Waffen-SS mit der Kanone HE 2 Zoll und mit dem MG. Muss doch mal hier was Ja, geben. Okay, dann gehe ich down, logischerweise. Weil ich bin ja da schon. Genau. Ich würde jetzt erstmal die HE-Kanone schießen. Mhm. Zack. Mit einer 1 ist das nix. Können wir vergessen. Und dann haben wir noch 5 Schuss
Auf die 2. 5 Schuss getroffen. Hast du jetzt die Down und so weiter auch mit einberechnet? Scheiße. Ich würfel nochmal. Ja, wollte gerade sagen. Also einer schon mal nicht getroffen. Also kleines Team. Das heißt, ein Treffer auf alle Fälle im Pin. Ja. Und ein Toter. Und nicht das MG. Erstmal wieder versuchen zu. Ja, natürlich. Boah. Fast. So, dann ist der jetzt weg und ich Dann muss wäre das checken. aber wirklich Held des Tages gewesen, wenn das gepasst hätte. Ich muss Genau. das aber noch checken, das könnte mir jetzt das Genick brechen. 5 Pins sind übrig. Nee, ne? Ja, einer ist halt weg, klar, ne? Warte mal, wenn ich jetzt mit einer Doppel-1 gesaved habe, dann habe Ist ich wie ein doch... Rallye. Ja, ne? Oder sind alle Pins Nee. automatisch weg? Warte Warte mal, mal. wie hieß das denn? Oh, bin so lost. Wie hieß das? Wie heißt das Pendant? Der genau. Ja, ich muss mal eben kurz nachgucken, ich weiß es gerade nicht. So, der Waffen-SS-Mann steht noch. Er legt allerdings keine zusätzlichen Pins ab, weil wir hier einen Moraltest gemacht haben und keinen Befehlstest. Genau, kein Befehlstest. Das mussten wir eben nochmal checken. Aber er steht noch. So. Down oder die Down? Nee, nicht Down oder die Down, sondern was machen wir denn? Ja, dann würde ich sagen, der Tetreich probiert auch mal mit seinem MG. Mensch, die müssen doch jetzt mal endlich weg sein. Ja, klar. Ich übergebe dir mal hier das Ein Moped. mit der Pack oder mit dem MG? Mit dem MG. Okay. Wenn schon, denn schon. Down. Kleines Team. Kleines Team. Sind die 5. Jo. Warte mal, 2, 3, 4, 5, ja. So, Ist einer. ein Treffer. Und Tot. ist tot, wenn ich ihn jetzt nicht noch... Rettest. Ich hab's schon wieder fast gesehen. Das ist immer die Fast-Sektion. Ja, heute war es, kann ich mich nicht beschweren. Aber klar, irgendwann ist das Glück hier mal ausgeschöpft. Der geht nach Hause. So, somit habe ich auch keine Einheit mehr aktuell auf der Brücke. Genau. Weil der Sunny kann nämlich keine Richtig. Objekte halten. Der muss sich jetzt ein paar neue Kameraden suchen, die versorgt werden müssen. Dann schauen wir mal, ob er sich einen suchen darf. Ja, darf er. Okay. Aber ich werde versuchen, noch ein bisschen aktiver zu sein. So, der Deutsche hat den nächsten Würfel. Aktiviert seine Jongens. Genau, und dadurch, dass wir jetzt hier bei der großen Brücke nicht weiterkommen und da jetzt auch in der letzten Runde da nicht mehr wirklich ein Ziel Aber du sehen. hast schon verstanden, dass das um die große Brücke geht. Ja, das haben die auch alle verstanden, aber die machen jetzt noch mal so viel Schaden, wie es halt geht. Ne? Mehr ist nicht so. Wir sehen jetzt hier auch genug und ich bin zum größten Teil auch, zumindest hier vorne, bin ich im Point Blank mit 2 Mann nur und die anderen sind alle kurz. Ich gehe down. Gehst down, das habe ich mir gedacht. Ne? So, dann schießen wir mal. Wir haben erstmal 1, 2, 3, 4 Sturmgewehrschüsse, die ich auf Point Blank mache. Auf die 4. Wieso 4? Die sind down. Die haben sich hingeschmissen. 2 ist Point Blank. Hast recht. Jo, dann ist das nix. Das fängt ja schon wieder gut an. Außerdem haben die Tarnflecken auf den Jacken. Genau. Dann, ja, die waren alle kurz. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sturmgewehrschüsse auf kurz. 5, 6, 7, 8. So, das bedeutet auf die 5. Weil Point Blank sind sie nicht. Auch schlecht, ne? Ja. Um die schlechten Würfe. Ja komm, Würfelglück hattest du heute schon genug.
Ja, aber diese Einheit, die hat sie ja eigentlich von Anfang an hinter die Ohren bekommen. Ne? Ja, irgendwie haben die nichts gebracht heute, ne? Ja. So richtig. So, was haben wir noch an Gewehren? 1, 2 Gewehre. Ja, die werden es jetzt auch nicht mehr ausreißen. Da kommt nochmal ein Malus drauf, wegen bewegt. Das heißt auf die 6. Da ist eine. Nur Pinhof. Alter Schwede, ey. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Ja. Bei der Macht. Aber da siehst du. Ja, so oder so, ne? Ne? Und die sind ja auch noch stubborn, ne? Das heißt, die müsstest du ja auch erstmal wegschießen. Okay, wenn du sie jetzt gleich im Nahkampf natürlich angreifst, dann sind die Ja, weg. gut. Haben sie aber eh nicht mehr geschafft. Das ist ja die letzte Runde. Stimmt, hast recht. Bevor es halt. Ja. Dann mach du mal besser, bevor ich mir hier die Hand breche. Kau, ich mach weiter. Offiziell habe ich nicht mehr. Also einzeln. Ja. Leider. Ja. Ich sehe jetzt nur den Spähwagen. Und wenn der jetzt außerhalb von 12 Zoll ist, weil da oben ist nichts mehr auf der Brücke und die Spannung steigt, was denkst du? Das sind Ob das jetzt 12 Zoll sind? mehr als 12 Zoll. Ja, dann. Jupp, hast recht. 13. Das heißt, ich kann ihn beschießen. Aber ich brauche eine 6. Also. Alter, das ist die Einheit des Tages. Die Einheit des Tages ist das. Ist das krass, Alter. Leute, noch schon wieder eine 6. Ja. Ich würfel einfach mal. Kommt von oben, das heißt gegen die Dachpanzerung ist Ja. eine 7. Der hat, was hast du gesagt, HE3? Ja, dann hauen wir rein. Eine 6. 6 plus 3 ist die 9. Das heißt, du hast einen Würfel auf die Tabelle und zwar einen Schadenswurf, keinen Streifschuss. Ja. Einmal würfeln bitte. 4 plus ist das Fahrzeug kaputt. 1W6, ne? Ja. Ja. Geil. Alter, das ist die Einheit des Tages. Also ungelogen. Dass ich sonst nichts gerissen habe, aber das hätte ich jetzt nicht im Leben gedacht, dass das jetzt noch passiert. Ich habe ja sonst überhaupt gar keine Panzerabwehrwaffen Nee. gehabt. Ja, also ist vernichtet, ne? Oder? Ja, der ist vernichtet. Kannst ein bisschen von der anderen Watte hier. Ein bisschen. Komm, Wirbelwind, gib mir was ab. Los. Der ist ja hier schon ausgekühlt, der Kollege. Genau. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Alter Schwede. Also Leute, spielt den Nebelwerfer. Ich kann es euch empfehlen. Alter Schwede. Also das hat halt richtig Laune gemacht. Krass. Ey. Da sind sie, die Jungs. Die Helden. Der war ja jetzt auch noch nicht dran, ne? Wer? Wie ist das denn jetzt mit der Recki-Regel eigentlich gewesen? Hättest du... Ja, habe ich aber vergessen. Ja. Hab ich vergessen. Du rein theoretisch Ja, machen stimmt. können, Hätte ich schon wieder die Regel ein. Ja. Stimmt, ne? Weil da war ich jetzt auch wieder zu früh. Wobei, da müsste man nochmal nachgucken. Bei Artillerieschlägen kann man das nicht einsetzen. Es kann sein, dass das Ja. bei Haubitzen, das zählt als Haubitze, auch nicht funktioniert. Ja, da müssen wir eben nochmal nachgucken. Ja. Aber Stimmt, hat man vorhin- Ich hab's vergessen. Ich hätte es so vergessen. Wir können zwar Interesse halber nachgucken, aber Ja. ich habe die Regel jetzt gerade allerdings wieder vergessen. Das ist nämlich mein größter Fehler, dass ich die immer nicht bedenke. Ja. Es ist auch das einzige Fahrzeug außer dem Brand Carrier, der eine Recke-Regel hat. Deswegen, also ich vergesse es wirklich sehr gerne. Bei den dritten jetzt echt? Ja, den ich habe, den ich Ach so, besitze. den du jetzt persönlich hast. Ja. Du hast mir einen Würfel gezogen? Ja. Alles klar, dann. So, Christian schießt jetzt hier aus der befestigten Stellung auf die Franzosen hier auf der Brücke. Die sind alle in kurz. So, wir haben eine Deckung, also eine leichte Deckung nur. Sonst nichts, ne? Ne, das ist nur 3, 4. Alles auf die 4 trifft. Das heißt 5 Treffer. Ja. Und dann auf die 5. Oh, ja, den kannst du normal machen, ja. Ja, das sind schon mal 4 Tote und 3 Picken. Ein Picker.
Für Tote und ja, ein Kicker. Sturmgewehr, MP. Keine MP? Nee, stimmt, die haben keinen. Nee. Die Die waren in den anderen. Weißt du was? NCO. Das machen wir jetzt mal. Ja, genau. Dann nehmen wir den weg und 3 weitere, ne? 1, 2, 3. Es ist für mich hier egal, weil es ist die letzte Runde und die waren auch schon dran. So, warte mal, jetzt haben wir. Ach gut, das ist ja Waffen, das ist egal. Dann brauchen wir da auch nicht checken. Würfel ist hier. Und ich ziehe jetzt einen neuen Würfel. So, Christian hatte hier oben nochmal aus dem kleinen Tower geschossen, auch nochmal auf die Waffen-SS und hatte auch nochmal einen rausgeschossen. Sind wir bei nur noch 4. Und den NCO hat er auch erledigt, der wurde aber ersetzt. Und ja, 2 Pins. Und jetzt sind die Amerikaner hier noch am Start mit einem Snap to Action. Jo, halten, denke ich mal, fast die Brücke. Oder wollen die noch was abschießen? Die machen, weil er geht noch drauf, zack, damit er auch zählt. Weil wenn man realistisch ist, kann nur noch diese Einheit hier die Brücke betreten. Ja. Vielleicht könnte noch der Sniper rausstürmen, die Brücke betreten, aber auch das würde alles nicht mehr reichen, um gegen deine aktuellen Truppen da anzustinken. Genau. Ja? Möchtest du aufgeben? Deshalb würde ich sagen, ich gebe auf, ich feige Wicht. Ich hatte heute schon genug Erfolgserlebnisse. Nein, dein Nebelwerfer ist der Hammer. Ja, also die letzten Sachen auch mit dem Sunny. Ja, können wir gleich nochmal bequatschen, ne? Genau. Im Fazit. Ja. Ja. Wir machen klar Schiff. Genau, wir machen klar Schiff. Eben die Sachen kurz zusammenpacken und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ja, Leute, wir sind am Ende unseres Spielberichts und ja, es hat ja zum Ende hin ja auch nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Richtig gerasselt. Also, es ging ja nochmal richtig, aber also, ja, fang du einfach mal an, was war denn so, erstmal, was war denn eigentlich so deine Lieblingseinheit, von deiner Truppe, wo du meinst, die war überzeugend? Meine Lieblingseinheit heute war dein Sonny. Weil? Ja, weil der. Ach so, weil funktioniert du hat. alleine so Finde ich so gut. cool fandest. Ja, das fand ich generell, also das ist echt eine klasse Sache. Nee, meine Lieblingseinheit, ja, würde ich jetzt schon sagen, der ALC. Der hat so am meisten, hier vorne am meisten Angst auch gebracht. Ne? Der hat den Wirbelwind ausgeschaltet, weil er sich nach hinten manövrieren konnte, hat das ganz gut funktioniert. Dann der Recce-Befehl noch mit deiner Waffen-SS, die sind im Grunde genommen auch verlangsamt worden dadurch. Dadurch hat die hast du richtig da ausgetrickst. ja, richtig, genau. Ja. Und gut, hat dann ganz zum Schluss natürlich von dem Nebelwerfer noch einen verbraten bekommen, aber das war schon, ja, eigentlich so der Reißer heute bei mir. Ja. Ansonsten, der ARI-Observer hat gar nicht so viel getan. Jetzt habe ich ihn ja heute mal nicht in Deckung gelassen, sondern wollte mit ihm nach vorne gehen. Das hat aber auch nicht so wirklich funktioniert. Naja, okay, das passiert. Und der Hammer war vom Spiel her, also die beste Situation fand ich wirklich, wo dann hier der Nebelwerfer wirklich die 3 Einheiten vom Platz gefegt hat. Wo der wirklich richtig in die Brücke eingeschlagen ist. Ja, also da sieht man mal das ist zwar alles immer eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit mit 16% auf einem W6, aber wenn das einmal kommt, dann kommt es. Ne? Also hat man ja gesehen, 2 Runden lang hast du gar nichts getroffen. Das waren ja immer schön 4 Einheiten drunter. Ja. Und dann auf einmal hat es einmal einen Schlag gegeben. Und ja, hätte das früher, wäre es früher geschehen, glaube ich, hätte das Spiel noch ganz anders beeinflusst. Richtig, ne? Da hat man, also ich habe es zumindest gespürt, dann doch wieder auf einmal, war man so euphorisch, weil man wusste, okay, man kann jetzt hier doch irgendwie doch noch was packen. Ne? Ja, genau. Und wie du schon sagtest, wäre es jetzt nicht zu spät gewesen, wäre wirklich eine akkurate Chance gewesen, das noch wirklich zu schaffen. Also zumindest eine Pattsituation wieder zu erreichen. Ne? Ein Gewinn wäre immer noch unwahrscheinlich aufgrund der Masse der Einheiten, die du ja immer noch halt hattest. Und bis
am Ende jetzt auch immer noch alle Panzerfahrzeuge und ich halt auch keine Möglichkeit habe, die kaputt zu machen. Ja gut, du hättest jetzt den Mörser hast du noch gehabt, ne? Wenn der Ja. nicht ganz so niedergepinnt gewesen wäre, dann glaube ich, hätte der auch noch irgendwas getroffen irgendwann. Weil ich ja auch genug stationäre Einheiten gehabt habe. Wenn du jetzt hier vorne auf so eine Stellung geschossen hättest, hätte das natürlich auch schon ziemlich was bringen können. Ja. So eine Schablone, die Geschützstellungen sind ziemlich eng, die 6 Figuren passen da so gerade eben rein. Wenn du da dann die 2 Zoll oder nicht 3 Zoll ist, glaube ich, der mittlere Mörser, eine 3 Zoll Schablone, da hättest du auch alle drunter gehabt. Ja. Dann hätte das auch sehr schlecht ausgesehen für mich, für so eine Einheit. Das heißt also eigentlich, ja, die ballistischen Waffen sind ja meistens schon sehr mächtig, wenn sie mal treffen. Nee, also hat mir total Spaß gemacht, war klasse, hat funktioniert, was ich wollte mit dieser Einheit, also mit meinen Leuten. Ich hatte ja mehr so auf Standardtrupps gesetzt diesmal, mit der Rapid-Fire-Regel natürlich entsprechend ein wenig halt darauf gezählt, dass ich dann mehr Schüsse austeile. Was ich halt sonst gerne mal mache, ist ja hier diese Vengeance-Regel, dass ich meine Pins besser abbaue oder so, aber das ist meistens nur, wenn ich dann in Nahkampf gehe. Das heißt also, wenn ich wirklich so in so einer Stellung drin bin, ist diese Rapid-Fire-Regel schon gar nicht das Übelste. Nee, ansonsten, ja, das, was ich dachte, mir auch mit den 3 Fahrzeugen, ich habe ja diesmal 2 Platoons gespielt, ein amerikanisches und ein britisches. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, wie man seine Offiziere stellt, weil der amerikanische ja den englischen Truppen nicht befehlen kann und andersrum. Dementsprechend muss man da immer so ein bisschen Ordnung drin halten, dass man die nicht zu sehr vermischt, aber ansonsten hat das gut funktioniert. Genau. Ja, was war deine Lieblingseinheit? Ja, also ab Mitte des Spiels ja wirklich halt der Sunny und halt der Nebelwerfer und das hat mich jetzt gerade auch nochmal besonders gefreut, einfach weil es wirklich Einheiten sind, die ich für mich persönlich dann ja halt abgeschrieben hätte, wenn sie nicht funktioniert haben. Das haben wir vorhin eben ja gerade nochmal erklärt, gerade was die Artilleriewaffen anbelangt, das seht ihr bei mir halt schon relativ selten, dass ich die spiele, weil das halt immer diesen Effekt hat. Entweder funktionieren sie halt oder sie funktionieren gar nicht und da sage ich mir dann halt immer, ach, dann spiele ich doch lieber nochmal eine Infanterieeinheit mehr für oder nochmal ein Fahrzeug, also ein Spähfahrzeug, wie du jetzt in dem Fall, und lass dieses scheiß Artillerie halt weg. Ne? Aber Gott sei Dank hat es heute auch nochmal gezeigt, dass es doch einen Effekt haben kann. Und das war eigentlich auch für mich hier die ursprüngliche Strategie oder Taktik, dass ich hier, weil ich wusste, du bist sehr stationär, du wirst kaum dich bewegen, ne, weil es keinen Sinn macht, dass ich halt feste Ziele habe, die ich die ganze Zeit bombardieren kann. Aber es muss halt funktionieren. Es muss halt der Treffer ankommen. Und den Mehrfachraketenwerfer, also den Nebelwerfer, habe ich dann halt mitgenommen, um es wirklich dann noch zu streuen. Weil ich wusste auch, an der Brücke wirst du eng stehen. Ne, wir haben es im letzten Spiel gesehen, wo ich auch dann da stand, weil ich mit meinem Fahrzeug und alles nicht mehr weiterkomme. Dann ist so eine Waffe super. Ne? Und dann kann ich halt nochmal würfeln, nochmal würfeln, nochmal würfeln. Und dann habe ich eine höhere Chance, dass eine 6 dabei ist. Gut, dass dann so ein Super-GAU passiert für dich. Ja, das kennst du ja. Ne? Das dann 3, das ist natürlich dann ein 6er im Lotto. Ne? Damit rechnet man ja jetzt gar nicht. Mir hätte dann auch schon eine Einheit gereicht. Aber ja, dass das nochmal passiert ist, war für mich der Lichtblick, weil die anderen Einheiten, Wirbelwind wusste ich, spätestens dann, als ich deine Liste gesehen habe, der wird die ganze Zeit angegangen. Ich habe versucht, ihn am Anfang zu verstecken, wollte ihn ja über die Flanke holen. Ne? Ja gut, dann kam da wusste ich schon, scheiße, wenn der jetzt hart gepinnt wird, wegen offenem Fahrzeug und alles auch noch, das passiert ja schnell, dann kann ich mit dem wieder nichts mehr machen. Ja, den musst du eigentlich auf Reichweite spielen. Ne? Richtig. Ne? Und der sollte ja gar nicht groß rumfahren. Ne? Und dann war der aber so eingekesselt und dann hier die Situation mit deinem Spähwagen, da habe ich schon wieder, ne, der war für mich wirklich so, das war dann schade, weil auch diese Einheit wollte ich dann gerne mal mehr zeigen, ne, gerade durch diese 4er Autokanonen.
Plus, das ist ja eine richtige Druckeinheit. genau, plus MG, das ist eigentlich ein Menschenfresser, ne? Der zersenzt ja eigentlich alles. Ja. Ne? Wenn du da auf eine Einheit schießt, die einigermaßen Ja. in Reichweite ist, die Gerade Veteran. Geschichte. Ja. Ne? Mit dem Mit dem DSK. plus 2 HE eben. Genau, ne? Das Ja, ist, DSK plus 2, genau. das ist dann heftig, ne? Aber wie gesagt, ich wusste, das ist das Ziel deiner Fahrzeuge, dass der nicht lange leben wird. Ne? Das ist, aber auf der anderen Seite hat er wieder von anderen Sachen abgelenkt. Ne? Das kann man dann sehen, wie man will. Gut, absolut enttäuschend war für mich halt der Mörser, weil er hatte wirklich nur einen Pin. Und dass der dann wirklich 3 Runden diesen einen Pin nicht wegbekommen hat, das war für mich dann unverständlich an der Stelle. Ging gar nicht. Ja, Ist so eine Einheit, da stellt man gerne mal einen Offizier dabei, ne? ja, ne, aber ist es dann echt nötig, da einen Offizier zu belassen? Weiß ich nicht. Gut. Das ist wieder so ein, wenn du so einen unerfahrenen Offizier mit 35 Punkte dahin stellst. Kannst aber als Deutsche auch nicht spielen, unerfahren Offizier. Ach stimmt, kannst du gar nicht, ne? Kannst nur mindestens regulär. Stimmt, da war ja was. Ja. Bei den Deutschen. Ja, das ist der Vorteil, oder das heißt der Vorteil. Man kann natürlich bei den Tommies als auch bei den Amerikanern auch Unerfahrene spielen, deswegen. Genau. Gut, vielleicht sollte ich auch mal diese Kombination, die du heute gespielt hast, mal mit 2 Zügen probieren. Um da vielleicht nochmal irgendwie zu gucken, ob man da noch ein bisschen mehr rausholt. Klar, weil man sich sonst immer, sage ich mal, wenn man jetzt so eine Zangenbewegung halt spielt, wie es in dem Fall ja jetzt bei mir auch wieder war, musst du dich entscheiden, worüber läuft der Offizier. Ne? Welche Einheiten nimmt er mit? So, bei mir war es jetzt der Fall, er nimmt den Sunny mit und er nimmt die eine Waffen-SS-Einheit mit. So, und die anderen profitieren halt nicht davon. Ja. So, wenn du auf der anderen Seite noch einen hättest, klar, dann kannst du dann im Spiel reagieren. Ne? Gehst du da oder da? Ne? Das ist ja bei den Deutschen mit den Snap-to-Action dann noch ein bisschen besser als bei den anderen Fraktionen. Ja, weil du auch einen mehr hast, ne? Ja, genau. Ja, und dann kannst du, je nachdem, das könnte man auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ja, ansonsten, gut, Waffen-SS-Einheiten, die waren halt das Druckmittel wieder, wie immer. Die sollten aufbauen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, mit der französischen Waffen-SS wollte ich im Zentrum bleiben, im Haus, so dass Christian dann die vielleicht auch mal schneller vergisst und dann halt ab Mitte zu gucken, weil die halt auch die Panzerfäuste hatten, kommen irgendwelche Fahrzeuge in Reichweite, um dann rauszugehen und direkt zu beschießen. Ne, du hast mich dann hier, wie du schon sagtest, verhonigpiebelt, ne, mit dem Fahrzeug den an der Nase rumgeführt, weil ich das auch nicht mehr mit den Spähwagenregeln so auf dem Schirm hatte. Und da sind die hinter dem hergelaufen und haben ihre Punkte halt gar nicht reingeholt. Naja. Die haben weder Nahkämpfe bestritten, noch haben die ihre Sturmwaffen vernünftig eingesetzt. Das am Ende war ja dann auch nur noch Chaos hier an der Brücke. Ja, stimmt. War für mich jetzt auch nicht die überzeugendste Einheit. Wobei die Waffen-SS für mich auch immer nur eine gefährliche Einheit im Nahkampf ist. Ja. Im Fernkampf sind die wie alle anderen auch. Richtig. Das ist wie Standardveteranen. Die werden immer nur gefährlich durch die Fanatic-Regel, wenn die wirklich rankommen. Deswegen ist hier das Feld auch sehr offen gewesen. Wobei, wenn du beide vielleicht über die Brücke geführt hättest, hätte das vielleicht auch nochmal anders aussehen können. Weil die ja schon ziemlich schnell andere Einheiten auslöschen können. So war ja halt der Plan, dass ich halt über die rechte Flanke von mir aus mit dem Wirbelwind und der ersten Waffen-SS-Einheit hinkomme. So, die müssen halt dann erstmal ihren Mann stehen und werden dann ab Mitte, wenn ich sehe, hier über die Brücke käme nichts, wären die dann noch mit nachgerückt. So, und dann hätte ich den Druck gehabt auf der Brücke mit Veteranen. Ja, und dann wären die regulären Einheiten von dir gekommen oder hätten geschossen. Aber klar, du pickst halt immer 1, 2 Veteranen raus, solange du dann nicht mit HE oder so drauf schießt. Ne? Aber das ist immer die Theorie. Ja gut, die Praxis sieht meistens anders aus. Eben, ne? Du reagierst auch irgendwie und nutzt deine Taktiken dann in dem Moment und dann funktioniert es immer nur begrenzt. Naja, stimmt schon. Und meistens sind es auch immer Situationen wie jetzt hier mit dem Spähwagen, die du auch einfach nicht auf dem Schirm hast, dass die dann so dumm laufen, oder? Ja gut, was heißt dumm laufen? Wenn man alles immer so auf dem Schirm hat, wie die Aktion dann wirklich eintrifft, kannst du nicht. Würde es bräuchte man nicht spielen, da können wir alles voraussehen. Ne? Also, ja. Aber man hat ja immer, sage ich mal, das Bedürfnis,
jede Eventualität einzukalkulieren. Natürlich. Das hast du ja immer irgendwie. Ne? Schaffen will man das schon, aber das ist meistens schon alleine, wenn du die gegnerische Liste nicht kennst. Wenn du die jetzt kennst, kannst du es nicht auf alle Eventualitäten versuchen vorzubereiten. Ja. Aber selbst mit den begrenzten Möglichkeiten, die so eine Liste hat, du hast nur die 1000 Punkte zur Verfügung. Du kriegst es einfach nicht alles unter einen Hut. Das ist so. Irgendwas ziehst du immer den kürzeren. Ja. Aber es war echt wieder ein geiles Spiel, einfach nur. Ja, hat auf alle Fälle wieder total Spaß gemacht. Ich kann das auch nur empfehlen, einfach solche Spiele mal zu spielen. Man muss nicht immer in den Theaterlisten verhaftet sein. Auch sowas einfach mal aufbauen und einfach drauf losspielen. Mit einer Liste, die man sich einfach mal so ausdenkt, wo man Spaß dran hat. Einfach Einheiten aufstellen, die man mal ausprobieren möchte. Einfach mal gerne spielen. Genau, einfach nur mal drauf losspielen. Und da muss auch nicht immer die Knallereinheit bei sein. Das können auch irgendwelche Fahrzeuge sein, die überhaupt nicht so den Hammer bringen, wie dieses Sonder-Kfz mit den Raketen an der Seite. Genau, was im Grunde genommen zu Fuß. Genau, das ist ja im Grunde genommen Nebelwerfer, nur unterwegs. Das stelle ich mir auch vor, wenn das kannst du hier positionieren, da positionieren, dadurch, dass das fährt. Richtig, das ist mobil und du hast halt auch immer ein Front-MG standardmäßig ausgerüstet und könntest noch ein rückwärtiges MG anbauen. Ne? Ja klar, Nachteil ist halt, das hat man vorhin auch schon abseits von der Kamera diskutiert, es belegt halt den Panzerslot. Ja gut, so, das stimmt. Ne? Und dann überlegt man sich halt auch immer, und deshalb sieht man halt diese Fahrzeuge immer sehr selten halt auf so einem Spielfeld. Ne? Da muss man wirklich einfach mal hingehen und sich sagen, ich will die Einheit jetzt einfach mal spielen und baut halt drumrum halt irgendwie. Und dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, okay, ich nehme jetzt die Einheit, dann nehme ich auch mal die Einheit, die ich auch schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ne? Und so wird so eine lustige Liste, wie die von mir heute beispielsweise, du hast immer noch 9 Order Dice gehabt, eine gute Kombo aus Veteranen, ne, ein paar Spezialwaffen, die richtig reinhauen können, aber die leider auch extrem versagen können. Ne? Aber ich glaube, das macht den Spielspaß auch aus. Und das hat man ja heute gesehen. Ne? Am Anfang hatte ich wirklich einen Downer bis 3. Runde, weil ich gesagt habe, ey, das ist hier total Ausfall. Ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn das eine Runde früher gekommen wäre, hätte das für mich echt anders aussehen können. Ja. Oder in der zweiten Runde, wo du das erste Mal, ich glaube bei der zweiten oder der dritten hast du das erste Mal damit geschossen. Wenn das richtig eingeschlagen wäre in der zweiten oder dritten Runde, dann wäre das ganz anders gewesen. Ja, das habe ich dann auch so ein Gefühl gehabt. Ja. Das kann also so passieren. Das ist ja das Gleiche mit den Artillerie-Observern. Die haben ja ein paar Pins verteilt heute. Ne? Also die Masse, das ist ja das, was ich immer sage. Die Artillerie-Observer sind nett. Aber mehr als nett sind sie auch nicht. Wenn du mal Glück hast, dann triffst du mal 1 oder 2 Fahrzeuge oder Einheiten. Bringt aber meistens nur ein paar Pins. In gewissen Situationen kann das genau richtig kommen, aber man muss es auch zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Ja, das ist genau. Man muss die, wie du schon sagtest, am Anfang die dann spielen. Das war ja bei mir auch so. Ne? Ich habe die auch direkt, wo du geschossen hast, auch geschossen, weil ich einfach Angst hatte, nur du ballerst mir meinen weg und ich komme nicht mehr. Hätte ich gar nicht gekonnt, ich habe keinen Sniper. Ja, irgendwie hatte man das so im Kopf, dass er versagt und nicht gleich trifft. Einfach nur, dass man mal endlich diesen blöden Ari-Schlag in die Bodane geschossen hat. Darum ging es mir ja fast eigentlich nur. Ne? Aber wie du schon sagtest, es hatte bei Christian jetzt weniger Effekt, obwohl ich gut Pins ausgeteilt habe im Verhältnis. Weil ich eingegraben bin, ich musste mich nicht bewegen. Genau, du warst stationär, du musstest nicht weg. Da kann man ein Rallye machen, dann hat sich das erledigt. Wobei ich halt auch gesagt habe, man muss es auch aus der Perspektive sehen, es hat mir einen kleinen Puffer gegeben beim Verlassen der Häusergrenze zur Brücke, dass du nicht sofort schießen konntest. Ja, gut. So, dann kann ich noch ein bisschen Geländegewinn machen und mich dann hier in den Stellungen schon wieder, das ist, aber wie du schon sagtest, es macht das Kraut nicht fett. Aber ist auch viel hätte Fahrradkette. Genau, richtig. Ne? Das ist, aber dazu tendiert man halt immer. Ja, man versucht halt immer die Strategie zu finden, aber die Strategie gibt es nicht. Ne? Das ist, kann funktionieren, muss nicht. Aber es ist immer wieder geil. Vor allen Dingen diese Situation einfach aus dem heiteren Nichts, ne? Dass die passieren. Also. Ja, genau.
Nee, würde ich sagen, machen wir mal einen Schlussstrich drunter. Ja. Uns hat es heute wieder viel Spaß gemacht. Das ist nämlich schon wieder ganz schön spät. Ja, ganz, ganz, ganz spät. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch bald wieder begrüßen könnten, wenn es da heißt. Zu einer nächsten Partie Boot Action. So sieht's aus. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.